Vielen Dank, Pater Roberto, und Ihnen auch danke für das Kommen. Man kann jeden bewundern, der an einem solchen Abend zu einem Vortrag geht. Und er wird auch nicht ganz leicht werden, also nicht zu Ihrer Abschreckung, aber nur zur Mitteilung, dass wir eigentlich in ein Kerngebiet von Phänomenologie hineingreifen. Das heißt diesmal weniger, jedenfalls von der Vorderseite her, in ein religiöses Thema. Normalerweise verbindet man mit Edith Stein stärker religiöse Impulse. Wir werden trotzdem auf einen religiösen Impuls aber kommen, aber das wird ein bisschen dauern. Wir werden eine schöne kleine Seminarstunde halten. Bitte mitdenken und ein paar Unterscheidungen mitvollziehen. Ich setze mit zwei Behauptungen ein, damit sich die Spannung ein bisschen lockert. Ich habe das schon gesagt, aber ich wiederhole den Kallauer einfach, weil er gut ist. Was ist Philosophie? So lange über das Unbegreifliche reden, bis es unverständlich geworden ist. Das ist die eine Seite. Bitte um Entschuldigung, was Besseres weiß ich einfach nicht, aber deswegen. Aber jetzt nochmal, jetzt direkt in die Phänomenologie. Hans Jonas, den Edith Stein nicht kennt, aber auch ein bedeutender Schüler Husserls, hat Husserl gefragt, und in dieser Frage steckt jetzt eine religiöse Anfrage, aber gleichzeitig natürlich auch die Frage einer Methode. Und Husserl gibt eine ungeheuerliche Antwort, und damit haben Sie im Grunde die Methode der Phänomenologie, nämlich eine sehr trockene Methode. Hans Jonas fragt seinen Lehrer Edmund Husserl, was würden Sie tun, wenn Sie Gott begegnen? Husserl zögert keinen Moment und sagt, ich würde ihn beschreiben. Eine grandiose Antwort, und zwar gerade in ihrer Trockenheit. Und damit haben Sie das Problem. Das heißt, in der Phänomenologie geben Sie zunächst mal keine Wertungen, die kommen schon, aber die müssen Sie die muss man lang hinauszögern. Man beschreibt. Und das bedeutet natürlich eine enorme Augenöffnung. Ja? Das ist nicht nichts. Das heißt, diese Aufmerksamkeit, das sich auftun und das Wegtun vor allem verschiedener Hinderungen, um zu einem Phänomen zu gelangen. Dazu muss ich ganz viel einklammern. Husserl hat diese Einklammerungen als Epoche bezeichnet. Das heißt, ich muss erstmal alles wegtun, was eigentlich den Bezug zum Gegenstand stört. Ich störe zum Beispiel. Ja, ich habe Vorurteile. Also gerade beim Thema Gott war Husserl an sich ohnehin zurückhaltend. Das kam in seinen Vorlesungen eigentlich gar nicht vor. Er ist sehr spät dann er war an sich fromm, aber hat das erst spät durchblicken lassen. Aber in seinen Seminaren wurde zum Beispiel das Thema Gott nur am Rande erwähnt. Davor hat er zurückgescheut. Aber wenn denn schon, dann auch beschreiben. Also dann wirklich erstmal nicht die Frage des Glaubens aktivieren, sondern was sehe ich? Heidegger hat dann den sehr schönen Satz, Phänomenologie heißt das Beschreiben, was sich zeigt. Ja, sehen, was sich zeigt. Klingt so einfach, aber wir sehen ja nicht. Wir sehen viel zu zielgerichtet, wir sehen viel zu absichtlich, wir sehen auch viel zu stark auswählend. Ja? Die berühmte Frage, welche Farbe haben die Vorhänge hier im Zimmer? Ich schaue sie gerade jetzt selber erst an. Das heißt, das wissen wir einfach nicht, obwohl sie sich auch schon seit 20 Minuten hier befinden. Ja? Das heißt, wir sehen hat sehr intensiv mit Wollen zu tun, und in der Phänomenologie schaltet man zunächst mal das Wollen aus. Also in diesem Sinne trocken. Wir gehen einmal in ein Phänomen, das heißt einfach das, was sich zeigt, nehmen wir wahr. Unser Thema heute heißt Leib und Körper, und ist ohnehin schon die Frage, ob man da einen Unterschied macht. Wir können gleich uns selber einwenden. In vielen Sprachen gibt es gar keinen Unterschied. Im Deutschen gibt es den Unterschied. Im Englischen heißt es Body. In den romanischen Sprachen ist es Cor oder Corpus oder Corpore oder Corpor, Corpus im Lateinischen. Das heißt, was wir jetzt tun, ist im Grunde genommen schon auf Sprache angewiesen. Das heißt nicht, dass man das nicht zeigen kann, genauso im Französischen. Aber Sprache ist hier ein Leitfaden, und wo die Sprache das schon mal nicht öffnet, ja, wird es umso schwieriger. Phänomenologie ist in deutscher Sprache entstanden. Husserl ist Mähre, also das heißt Altösterreicher, heutige Slowakei, deutschsprachig. Und Husserl hat mit diesen Feinunterscheidungen ganz deutlich auch auf dem Klavier der deutschen Sprache gespielt. Die hat Unterscheidungen, die andere Sprachen nicht haben. Wofür sie manches dann wieder nicht hat, was wir im Französischen anders unterscheiden. Ja? Aber hier hat die Phänomenologie erstmal einen deutschen Unterton, nicht nur bei Leib und Körper, sondern grundsätzlich jetzt bei Differenzierungen, die eben das Deutsche bietet. Ja? Ich komme am Schluss nochmal drauf, weil wir heute Phänomenologie natürlich auch auf Englisch haben, wir haben es auf Französisch, und hier muss dann auch ein Ersatz gefunden werden.
Ich schiebe das noch ein bisschen heraus. Das heißt, um die Unterscheidung aufrechtzuerhalten, müssen diese Sprachen Hilfsverben, also Hilfsbegriffe bilden. Ja? Also wir sind hier in einem sehr großen Projekt und ich möchte heute Abend auch anschließen an eine heutige Fragestellung, weil wir sie von der Seite der phänomenologischen Klärung her sehr gut beleuchten können. Ich sage es Ihnen gleich, damit Sie sich darauf freuen können, also auf die Genderfrage, ne? Die ja ganz intensiv mit dem, ja, womit zu tun hat, mit Körper oder mit Leib, das werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Aber wir kämen an die Frage nicht dran, wenn wir jetzt sozusagen dieses Abtragen von Schichten nicht hätten. Ne? Wir gehen jetzt mit dem Skalpell mal rein. Schön. Ich beginne mit einem Text von Edith Stein aus dem Jahre 1921. Er heißt Freiheit und Gnade. Früher hieß er Freiheit, Natur und Gnade. An dieser Stelle ist etwas zu bemerken. Der Text gilt für 1921. Ich bezweifle das bis heute, aber ich ziehe sie nicht in die Diskussion mit rein. Der ist von einer Präzision und Ausfaltung, von der ich meine, dass sie erst später statthaben könnte, aber das kann ich nicht belegen und bisher haben wir keine anderen Quellen. Also ein sehr früher Aufsatz, übrigens noch vor der Taufe geschrieben, wobei der Aufsatz religiöse Inhalte hat, aber nicht explizit, also die kommen erst am Ende. Na, wir haben jetzt, ich sag nochmal, wir machen eine schöne kleine Seminarstunde. Wie lernen wir sehen? Was sehen wir überhaupt? Wie lernen wir unterscheiden? Und die Frucht wird uns helfen, eine heutige Bewegung, die enorm weit verbreitet ist, auch mit diesen Kategorien einmal ins Auge zu fassen. Gut, wir beginnen mit dem Körper. Eine sehr einfache Bestimmung, die hätten Sie sicher auch vom Fleck weg getroffen. Phänomenologie ist jetzt nicht auch eine Geheimwissenschaft, sondern hat sehr viel auch damit zu tun, dass wir auch im normalen Hinsehen schon relativ gut greifen. Ja, wir sind ja auch nicht blind. Und in diesem Sinne können wir an etwas andocken. Körper. Edith Stein hat in diesem ganz frühen Aufsatz Freiheit und Gnade zunächst mal unterschieden zwischen Natur auf der einen Seite, was ist Natur, und auf der anderen Seite Geist. Das ist jetzt nicht dieselbe Unterscheidung, wir brauchen aber beide Begriffe erstmal. Natur. Warum? Körper gehört zunächst mal zur Natur. Jetzt bestimmen wir mal, was Natur heißt. Das können Sie sofort nachvollziehen, ich glaube, da gibt es auch keinen Einwand. Zur Natur gehört alles, auch zur Natur des Körpers, gehört alles, was sich in der Materialisierung befindet. Also Materie gehört dazu, aber Materie sofort in ihrer dreifachen Ausfaltung, das heißt, sie ist raumbezogen. Wir haben keine Materie, die nicht sich in Raumdimensionen darstellt und vor allem dann auch in einer bestimmten Schwerkraft. Was nicht heißt, dass sie schwer sein muss, aber sie ist zunächst mal von der Schwerkraft definiert. Das ist die einfachste aller Formulierungen. Materialität ist definiert über Schwerkraft und über Raumbeziehung. Das ist dasselbe für den Körper. Wir können nicht fliegen. Ja? In diesem Sinne haben wir zunächst mal auch Schwerkraft und Dreidimensionalität. Ein nächster Punkt ist, gehört nochmal zum Körper. Was ich jetzt beschrieben habe, kann auch ein toter Körper sein. Ne? Das gilt für dieses Buch, ist ja auch ein Körper. Das Mikrofon ist ein Körper, das Glas Wasser ist ein Körper. Mein Körper gehört genau in dieselbe Kategorie, also nochmal Schwerkraft, Raumbezogenheit. Der Unterschied zu mir nun oder zu uns allen natürlich selbstverständlich ist, dass wir es auch lebendige Körper haben. Bisher habe ich nur den toten Körper in seiner Grobstruktur nach Edith Stein definiert. Zum lebendigen Körper gehört jetzt nochmal eine Zeitproblematik. Das heißt, die lebendigen Körper entstehen. Ein Stein entsteht auf bestimmte Weise auch, aber er entsteht nicht im lebendigen Sinne. Ne? Und zu dem Entstehen gehört sofort auch der Prozess des Wachstums. Bleiben nicht immer dieselbe. Es gibt ein Wachstum und es gibt auch eine Stagnation und irgendwann gibt es einen Verfall und irgendwann ist auch Schluss. Das heißt, in der Zeitdimension gibt es Anfang und Ende. Ja? Für lebendige Körper gilt das auf jeden Fall. In diesem Bereich des Körpers, sei er jetzt tot oder sei er lebendig, nimmt Edith Stein nun einen interessanten Gesichtspunkt mit, nämlich die Psyche. Davon unterscheidet sich nochmal Geist. Jetzt sehen Sie, ich hoffe, Sie gehen mit. Das heißt, die Frage, wohin führt das jetzt, dass wir eine Unterscheidung nach der nächsten machen, ne? Muss ja irgendwo auch zusammengefasst werden und muss letzten Endes auch über mich etwas aussagen. Die Unterscheidung zwischen Psyche und Geist hat jetzt noch den einen Vorteil, ich
nehme Sie jetzt mal gleich in den Vorteil mit, dass wir mit der Psyche noch etwas ausdrücken, was näher am Körperlichen ist. Sie werden später sehen, dass es überall Übergänge gibt. Da gibt es keine starren Grenzen. Aber mit der Psyche, wie es in der Psychologie verhandelt wird, ist nochmal ein Unterschied zu dem Seelischen eingetragen. Also Psyche und Seele ist nicht genau dasselbe, obwohl wir das im Sprachgebrauch relativ vermengen. Aber was ist Psyche, die stärker am Körperlichen noch angebunden ist? Edith Stein unterscheidet in den Beiträgen zur Psychologie, das ist eine Arbeit, die später ist, die hat sie dann also ein paar Jahre später, 1923, versucht, damit eine Habilitation zu schreiben. Psyche ist noch etwas, was kausal strukturiert ist, genau wie der Körper. Was wir vorhin geschrieben haben, also wenn ich hinfalle, falle ich zu Boden. Ich bin kausal gebunden. Ich kann bestimmte Dinge nicht, andere kann ich tun, weil ich eben Schwerkraft habe zum Beispiel. Die Psyche ist in dem Sinne kausal, weil sie jetzt bestimmte Ursachen hat, aufgrund der sie in einem genauen Sinne sogar funktioniert. Also Psyche hätte noch stärker so eine naturwissenschaftliche Art des Agierens, das machen wir mal genau. Das heißt, sie hat in diesem Sinne Bedingungen, unter denen sie arbeitet. Sie hat zum Beispiel Anlagen, es gibt psychische Anlagen, die habe ich nicht willentlich. Also dazu gehört zum Beispiel ein Affektleben. Und zwar vor allem etwas, das ich noch nicht steuere. Ne? Also bei Kindern kann man das beobachten, wenn sie in so Zorn ausbrechen. Aber noch überhaupt nicht in der Lage sind, sowas zu kontrollieren. Das gehört jetzt zum psychischen Leben. Dazu gehören vitale Anlagen, das heißt, wie zum Vitalen gehört schon auch psychisch gesehen, bin ich in der Lage, überhaupt mich einem Menschen zuzuwenden oder bin ich schon psychisch in dem Sinne schon blockiert, dass die Psyche mich eigentlich in die Verhaltenheit drängt oder einfach keinen Anschluss finden lässt. Dazu gehören auch Anlagen wie Trieb ohnehin, also mehr als Affekt, Trieb, der mich schon ins Leben verankert, den habe ich zunächst mal. Ja? Essen können ist nicht ein Willensakt von mir, sondern das ist erstmal was körperlich bedingt ist, den ich aber gleichzeitig auch als psychischen Trieb habe. Ja? Dazu gehört zum Beispiel auch Sexualität, die im selben Sinne körperlich bedingt ist, aber ich habe sie auch als psychischen Antrieb. Ja? Also die Psyche ist gewissermaßen der Ausdrucksform für die körperlichen Bedürfnisse. Die Psyche hat hier stärker kausale, das heißt also verursachende Prinzipien, und in dem Sinne ist sie nicht einfach frei. Für Edith Stein ist die Psyche eine eingeschränkt, dem Willen nur eingeschränkt zugängliche Qualität. Nur eingeschränkt. Ja? Dazu jetzt nochmal die Seele, und jetzt nähern wir uns schon, jetzt lösen wir uns schon langsam von diesen Bedingtheiten. Das sind alles Bedingtheiten, über die wir nicht eigentlich befinden, sondern die sind Motoren unseres Daseins. Ja? Wenn wir von diesen Motoren mal ausgehen, heißt es aber gleichzeitig, irgendwann sind wir mal Herren und Herrinnen, auch im eigenen Leibe, und damit kommen wir schon deutlicher aus dem Körper heraus. Die Seele ist bei Edith Stein im Unterschied zur Psyche nicht einfach ein naturbedingtes Phänomen. Psyche ist das, was zum Beispiel Freud untersucht und was ja auch sozusagen therapeutisch behandelt werden muss, wenn es Störungen in der Psyche gibt. Muss ich verstehen, wie ich die Ursachen beseitigen kann und das auf die richtige Bahn bringe. In der Seele liegt schon etwas anderes. Edith Stein unterscheidet die Psyche, die kausal angeschoben wird, und die Seele, die motiviert, von der Motivation ausgeht. Das heißt, sie hat ein Ziel, von dem sie angezogen wird. Ja? Das ist jetzt eine grobe Unterscheidung, da gibt es natürlich noch feinere. Aber das ist eine sehr, glaube ich mal, erstmal griffige Problematik. Die Seele tut das, was wir gerne tun, also wo wir herausgelockt werden, wo wir etwas sehnen. Ja, Schönheit ist so ein Moment. Zur Schönheit kann ich auch erzogen sein. Das ist nicht einfach das habe ich nicht als psychische Konstante. Aber ich kann in einer Kultur geboren sein, in der Schönheit eine bestimmte Auswirkung hat, und Schönheit ist etwas, was mich zieht. Ja? Werte ziehen, dazu muss ich hingeführt werden. Es zieht auch etwas wie Selbstbeherrschung. Ja? Das sind also schon Momente, die in eine Bändigung meiner selbst gehen, die nicht unbedingt jetzt meinem vitalen Aspekt entsprechen. Gerade in der Fastenzeit, nehmen wir an, Sie fasten, aus irgendwelchen Gründen,
dann ist das eigentlich ein Akt zunächst mal gegen die eigene Körperlichkeit. Es tut ja auch weh oder mindestens fordert es etwas. Und die Seele und die Psyche ist nicht etwas, was auf Verzicht gestimmt ist, sondern die Psyche ist etwas, was zunächst mal ihre Begierden artikuliert und dann auch Stillung verlangt. Aber die Seele kann auch verzichten, die kann Dämmungen einbauen, die kann sich befreien im gewissen Sinne von Vorgaben. Und in dem Sinne hat die Seele eine ausgesprochene Motivation. Wozu tue ich das? Bei der Psyche heißt die Frage, warum verhält sich der Mensch so, weil er aus Bedingtheiten kommt. In der Seele heißt es, wozu tut er das? Was sind die Ziele? Und die Ziele können unterschiedlich sein, da werden sie schon individuell. Ja? Also die Psyche haben wir relativ identische Vorgaben, aber die seelische Ausformung hat diese Zielgerichtetheit. Nochmal, Attraktion. Ausgerichtet sein auf hin, sagt dann Scheler, der Edith Stein ja auch beeinflusst hat. Also das heißt nicht einfach ein vorfindliches, sondern etwas, was sich jetzt über unsere körperliche Bedingtheit hinaus als etwas darstellt, woraufhin wir nun die Intention richten, woraufhin wir nun Einsatz leisten. Ja, das ist, glaube ich, mal eine Unterscheidung, die zunächst mal greift. Damit sie Einsatz leistet, ist nun Folgendes, dass die Seele bereits hier in die Nähe des Geistigen kommt. Bei Edith Stein ist Geist, den sie hier auch schon sehr deutlich artikuliert, ein Reich der Freiheit. Das hat sie schon im Titel. Also auf der einen Seite ist die Natur, auf der anderen die Freiheit. Geist ist bitte nicht Abitur, also bitte keine falschen Verwechslungen. Ja, hat mit Wissen nichts zu tun. Der Computer weiß mehr als ich, der hat aber keinen Geist. Ich glaube, das ist mal einsichtig. Was ist Geist? Geist ist Selbsthabe, also ich verfüge über mich, ich kann auch gegen mich optieren, ich kann auch meine Ziele setzen. Das ist zunächst mal unabhängig von meinem Charakter oder von meinen Bedingungen, aus denen heraus ich als Kind zum Beispiel agiert habe. Ich kann als Erwachsene andere Ziele haben. Das heißt, ich habe eine bestimmte Selbstverfügung. Das, glaube ich, leuchtet ein. Geist ist Phänomen oder eine Qualität der Selbstverfügung. Gleichzeitig ist der Geist aber auch Selbstdistanz, bitte. Also Selbstbezug. Was will ich sein? Wohin richte ich mich? Aber es ist gleichzeitig auch Selbstdistanz. Das heißt, im gewissen Sinne kann der Geist sich auch von meinen körperlichen Vorgaben lösen. Zum Beispiel Fasten ist nochmal so ein Moment. Ich kann gegen meine eigenen vitalen Interessen verstoßen. Im Fasten positiv, ich kann das noch wesentlich mehr tun. Ich kann übrigens im Geistigen mich so von meinem Körper distanzieren, letzten Endes kann ich mich sogar umbringen. Also Sie verstehen, dass ich jetzt nicht dafür werbe, aber es ist also kein Ausdruck jetzt der äußersten Freiheit. Aber ich kann gegen meine eigenen Bedingtheiten sehr wohl ein Nein setzen. Ich kann sie übrigens auch steigern, auch das ist noch ein Moment, und zwar über ein Maß hinaus, das mir zunächst mal natürlich gegeben ist. In diesem Sinne ist der Übergang vom Seelischen, das ist schon der Bereich des Gezogenseins, ne? Die Seele ist auf hin. Die Seele ist kein statisches Dasein, sondern die Seele ist, ich werde es Ihnen nachher noch mit anderen Vokabeln sagen, aber die Seele ist jenes Motiv in uns, jene Qualität der Motivation. Motive heißen immer Bewegung. Das ist das Moment in uns, das uns in Bewegung setzt und übrigens auch zum Selbstüberstieg neigt. Also Seele kann zum Selbstüberstieg kommen. In diesem Bereich wäre der Geist im Unterschied zur Seele dann noch deutlicher formuliert, weil er der Reflexion darüber fähig ist. Das heißt, ich kann mir auch sagen, warum ich das tue. Das ist also nicht nur sozusagen aus der Sehnsucht geboren, die ist auch immer schon ein Überstieg. Sie ist nicht geboren nur aus einem Empfinden, auch nicht aus einer Gefühlhaftigkeit, sondern sie ist zugleich geboren aus einer Reflexion. Der Geist ist dann derjenige, der es auch reflektiert. Mit anderen Worten nochmal ein Spiegelphänomen. Ja? Das ist sehr erstaunlich, dass wir das können. Selbsterkenntnis, auch im Sinne von Selbstdistanz. Ich kann mich auch von mir distanzieren. Wenn wir das nachher an einer bestimmten Stelle sehen, das heißt, ich kann von meinen eigenen Taten sagen, ich möchte das gar nicht getan haben. Also wir kennen kein Tier, das das formuliert, davon abgesehen, dass es noch nicht mal Sprache hat. Aber wir können uns in einem elementaren Sinne über die Selbstreflexion auch von uns absentieren. Ja, das ist ein Phänomen der Freiheit. Das ist jetzt negativ formuliert, indem ich Nein zu mir sage. Ich kann aber umgekehrt dieses Moment der Freiheit, das im Geistigen liegt,
natürlich auch zu einer tieferen Identität bringen. Ja? Wer will ich denn sein? Kann ich das bewerkstelligen? Erstmal gut so? Ja? Ich glaube, bisher war es jetzt auch noch nichts Neues. Jetzt gehen wir aber in etwas, was Sie, glaube ich, schon auch staunen wird. Das war jetzt die Voraussetzung, das heißt, wir haben jetzt verschiedene Ebenen schon abgefasst. Das heißt, Körper als das naturbedingte Vorhandensein in Schwerkraft, Materialität, in Raum und im lebendigen Körper in der Zeit, also im Wachstum, Aufgehen, Aufblühen, zugrunde gehen und sterben. Begleitet von der Psyche, die in einer ähnlichen Weise von sich her zunächst einmal naturgegeben ist, das heißt also nochmal kausal operiert. Übrigens, die Psyche kann auch nochmal durch Erziehung verstärkt werden. Man kann, also auch das sind Bedingtheiten, die ich für den Moment nicht sehr schnell überwinden kann. Alles Momente, die gewissermaßen mein Verhalten in Gang setzen, begründen, in gewissem Sinne auch zementieren. Wenn die Seele das Moment ist, in dem ich dann zu einer bestimmten Lösung komme, das heißt, hier bin ich auch viel stärker individualisiert. Nochmal, in der Psyche sind wir relativ vergleichbar. Der Psychiater sollte jedenfalls, also der Psychiater, gut, die schlechte Variante ist ohnehin ein Seelentechniker, ja, also Psychotechniker. Die gute Variante ist, dass er natürlich sehr wohl in die Individualisierung geht, also das setzen wir auch ganz voraus. Aber zunächst mal würde er ganz bestimmte Triebhaftigkeiten versuchen festzustellen, bestimmte Affekthandlungen, also in gewissem Sinne bestimmte Automatismen, in die wir fallen bei bestimmten Reizen. Ja? Jemand, der sofort in Zorn ausbricht bei bestimmten Dingen oder in Nachgiebigkeit oder überhaupt nicht mehr vorhanden sein will, wenn bestimmte Probleme kommen, ja, das sind psychische Fragen. Die Seele wiederum setzt uns in die Lage dazu, ein eigenes Verhalten zu entwickeln, das heißt in größere Freiheit. Und der Geist ist derjenige nochmal, der das in die Reflexion nimmt. Das ist kein trockener Akt, die Selbstreflexion ist sehr schwer, wir betrügen uns da auch gerne, aber immerhin sie ist da. Ja, jetzt schauen wir uns aber den Körper noch mal genauer an. Dieses große Modell wird jetzt noch mal im Einzelnen vertieft, Körper. Wir machen mal eine ganz kleine Übung, weil Körper habe ich jetzt zunächst mal über Schwerkraft also Schwerkraft als Ausdruck der Materialität und Dreidimensionalität gekennzeichnet, ja, Raumverhalten. Das ist ein bisschen grob und einfach zum Spaß machen wir mal eine schönere Unterteilung. Das heißt, wir haben in der Welt des Materiellen nicht nur Dinge. Bisher habe ich Dinge beschrieben, die sind auch sehr einfach wahrzunehmen. Aber es gibt Gebilde, die gar nicht dinghaft sind und die dennoch in die Materialität gehören. Edith Stein nennt sie die Erscheinungsgebilde. Dazu gehört zum Beispiel Lichtschein, den haben sie gar nicht körperlich. Physikalisch gesehen, selbstverständlich hat er Raumqualität, er breitet sich aus im Raum. Und er hat eine, wenn auch unglaublich geringe Gewichtigkeit als Materialität, aber er hat eine Materialität. Ja? Zumindest hat er eine Atomstruktur. Klang, was ist Klang? Das ist auch eine Ausbreitung. Verstehen Sie, jetzt sind wir mal nicht der sinnlich Habhaften, sondern aus einer betastbaren, sondern in einer Welt, die zunächst mal nicht manifest ist, aber die dennoch natürlich da ist. Der Klang, Duft gehört jetzt dazu. Das heißt, wir haben Sinne, in denen wir etwas wahrnehmen, was sich zunächst mal gar nicht rein materialisiert. Das muss man bitte behalten, weil wir schon in der Welt der Materie, in der Welt des eigentlich sinnlich Zugänglichen Gegenständlichkeit haben. Edith Stein nochmal nennt sie Gestalterscheinungen, das ist ein etwas kompliziertes Wort, das eigentlich gar nicht berührbar ist. Ja? Normalerweise nehmen wir Materialität immer als etwas, was uns berührbar ist. Das ist eben nicht der Fall. Dagegen setzt sie nun ab jene Körper, die einfach zunächst mal substanziell da sind, das heißt übrigens dann erstaunlicherweise, wenn sie da sind, bereits abgegrenzt sind. Die Grenze wird uns noch beschäftigen. Dingwelten sind abgegrenzte Welten. Dann kommt sie zum Leib, jetzt nochmal als besonderes Körperverhalten. Wenn wir jetzt Leib bereits mit einem ersten bestimmenden Wort charakterisieren, heißt es, Leib ist Körper, der von einem geistigen Träger getragen wird.
Sie erkennen es jetzt nochmal, Leib ist Körper, der von einem seelischen Träger, also geistig-seelischen Träger getragen wird. Das heißt, der Leib ist nicht einfach hier nur da, übrigens auch schon singulär, alles was da ist, ist singulär, unterschieden, abgegrenzt, aber zugleich etwas, was nicht sozusagen einfach nur da ist, sondern das einen Träger hat und dieser Träger ist sehr geheimnisvoll. Das müssen wir uns gleich nachher noch anschauen. Und daraufhin gibt es nun nochmal weitere Unterscheidungen, damit Sie sehen, was da in diesen Seminaren geübt worden ist. Ja? Immer noch mal mehr. Es gibt Naturdinge, die sind da, aber es gibt auch also der Mensch hat ja verschiedene Dinge geschaffen. Das Buch ist schon mal kein Naturding, aber zwischen Naturdingen und, wie sie dann sagt, Sachdingen, eigenartiger Ausdruck, besteht auch nochmal ein Unterschied. Ist es gemacht oder ist es vorhanden? Und letzten Endes hat sie sie scheidet noch einmal Gestaltgebilde innerhalb der dinglichen Natur, nämlich Berge und Bäume, und Stoffgebilde, die keine bestimmte Form annehmen. Also wir haben Dinge, die klar geformt sind. Ein Apfel kann nicht ausschauen wie eine Birne, das heißt, wenn er so ausschaut, ja doch, gibt es schon auch, aber das sind Übergangsprobleme. Aber zunächst mal sind Dinge definiert, aber es gibt erstaunlicherweise Dinge, die nicht definiert sind, von der Form her. Eine Wolke löst sich in diverse Formen auf, eine Welle. Also gerade sehr elementare Gebilde haben im Grunde genommen schon Form, aber immer eine vergängliche Form, in der sie nicht festgehalten werden können. Also Flüssiges, Luftiges gehört auch in jene Dingwelt, die wir eigentlich nicht wirklich greifen und deren Formen wir nicht präzise definieren können. Jetzt haben Sie eine kleine Übung gehabt, wie so eine phänomenale Sicht ausschaut. Was machen wir damit? Wir gehen jetzt in die Überlegung, wir haben jetzt im Wesentlichen nicht lebendige Dinge beschrieben, aber jetzt nähern wir uns unserem Thema, nämlich indem wir den Leib nehmen, den Körper, der von etwas getragen ist. Und jetzt müssen wir natürlich die ganze Kunst des Hinschauens üben, um zu fragen, wie diese Trägerschaft aussieht. Wenn wir lange Zeit hätten, müssten wir das alle für uns machen. Ja, das könnten wir mal zusammen üben, bis wir dann zufriedenstellende Definition des Leibes haben. Das geht nicht schnell. Was passiert? Wir haben im lebendigen Körper, also dasjenige, was wir jetzt Leib nennen, genau bereits das Wort gesagt, der Leib ist Leben. Das ist jetzt genau das, was die deutsche Sprache hergibt, die Wortwurzel LB. Ne? LB heißt Leib, es heißt Leben und es heißt Liebe. Ein toter Leib ist in dieser Bestimmung schon kein Leib, sondern es ist ein Leichnam, würde man sagen, aber es ist gleichzeitig eben auch Körper. Heißt nicht, dass wir ihn nicht mit Pietät behandeln, aber es heißt gleichzeitig, dass er die ganzen Qualitäten des Leibes nicht hat, die wir normalerweise haben. Leib ist immer über Lebendigkeit definiert. In Deutschen hat die Wortwurzel noch mehr Qualitäten, deswegen reizt sie auch so zur Ausspielung. Ein anderes Wort mit LB, können wir mal versuchen. Lob, wunderbar, wunderbar, genau, richtig. Leib, Lob, Leben, Liebe, noch eins. Schön, ja, fantastisch. Ein Stein kann ich nicht laben, aber Leben wird gelabt. Ich könnte sogar sagen, Leben ist labend. Ich schlage Ihnen mal den Satz vor, in meinem Leibe lobe ich die Liebe. Völlig stimmig, wie soll ich sie sonst loben? Ja? Das heißt, jetzt kann ich die Labe habe ich noch nicht drin, das können wir noch mal versuchen. Nochmal? Ich labe mich daran. Ich labe mich in meinem Leibe an der Liebe, die ich lobe. Ja, gut. Sie lachen, aber Der gelabte Leib lobt. Nochmal? Der gelabte Leib lobt die Liebe. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Es ist jetzt gar nicht so witzig, wie es klingt. Heidegger, der auch einer der geniale Schüler Husserls war, also hier kommen zwei Genies aufeinander, die da auch wieder ganz verschiedene Dinge tun. Husserl ist ein Genie und Heidegger ist ein Genie. Aber Heidegger hat dann die Kraft dieser Sprachen benutzt, also die Kraft der Sprachwurzel, um überhaupt was aufzudecken. Ne? Sprache ist ja nicht nur sozusagen eine oberflächliche Schablone, sondern Sprache sagt ja gerade etwas über das Lebendige. Bitte sehr. Mir fällt gerade noch ein Wort mit LB ein. Bitte sehr. Leib. Mit AI. Der Brotleib. Ja, wahrscheinlich liegen Sie gar nicht so ferne, weil, also jetzt müsste man in der Etymologie nachsehen. Auch im Grimmschen Wörterbuch, da stehen diese Ableitungen. Vielen Dank. Ja? Ja, lieblich ist Liebe. Ne? Also die Wortwurzel ist klar. Das heißt, Sie können den Vokal austauschen, aber Sie bleiben, Wortwurzeln sind über die Konsonanten definiert und Sie können dann, die Präfixe und Suffixe, die ändern nichts, aber Sie müssen bei den Konsonanten bleiben.
Zurück zu Edith Stein. Der lebendige Leib, das ist eine Tautologie, der lebendige Leib enthält jetzt etwas, was wir jetzt für uns ins Auge fassen, nämlich genau das Moment der Zeit. Dass wir in Raum orientiert sind und Schwerkraft haben, ist geschenkt, aber jetzt kommt das Problem, wir orientieren uns in der Zeit, Wachstum. Und erstaunlicherweise, was wächst denn außer dem Menschen? Jetzt schon mal weiter. Wir können jetzt Konsequenzen ziehen. Sind wir die Einzigen, die wachsen? Jetzt sind wir gerade im Frühling, elementar, wachsen die Pflanzen, haben die Pflanzen Seele? Ja gut, sie sind fix dabei, aber das müsste man begründen. Hat die Pflanze einen Leib? Nochmal? Ja, genau darum geht es jetzt. Von der bisherigen Definition heißt es ja und Edith Stein wird ja sagen. Also die Pflanze hat einen Leib, weil wir haben es jetzt präzise schon definiert gehabt. Das heißt über eine Lebendigkeit. Sie hat eine Veränderung, sie wächst, ja. Jetzt ist die Frage, wie unterscheidet sich Pflanze von Tier? Da wird es schon komplizierter. Und wie unterscheidet sich das Tier vom Menschen? Aber ihre Freundin und Taufpatin Hedwig Konrad-Martius hat über die Pflanzenseele geschrieben, hat über die Tierseele geschrieben und Edith Stein hat das auch rezipiert. Und zwar von dem Gedanken her, Seele müssen Sie zunächst mal bitte vom religiösen Begriff freimachen. Das ist immer das, was irritiert. Ja? Seele ist bei uns sozusagen religiös besetzt. Seele ist aber nichts anderes, jetzt nochmal zu dem Punkt, nämlich die innere Lebendigkeit eines Leibhaften. Seele ist der Ausdruck innen, wird von ihr genau dazu verwendet. Innen heißt hier die konzentrierte Lebendigkeit, die einen Leib ausmacht. Und insofern hat die Pflanze eine Seele, aber natürlich jetzt deutlicher, damit es nicht oberflächlich wird. Die Pflanze hat ein Außen und ein Innen. Ja? Das sind Versuche, das zu beschreiben. Das heißt, von außen verändert sie sich. Ja? Aber warum verändert sie sich? Weil sie ein Innen hat, das heißt ein Gesetz, nach dem sie sich entwickelt. Das tut sie nicht motiviert. Das heißt, die Pflanze hat nicht in diesem Sinne jetzt ein Motiv außerhalb von sich. Sie hat auch keinen Willen. Also dahin können wir gar nicht gehen. Bitte, wir gehen nicht in die Esoterik rein. Ja? Also das ist jetzt vollständig blödsinnig. Aber die Pflanze hat eine Gesetzlichkeit, nach der sich von der inneren Gestaltung her eine Außenform bildet. Und eine Birne wird nie ein Apfel werden, ja, in diesem Sinne. Das heißt, sie hat zugleich auch nicht nur die Individualität in der einzelnen Form, sondern sie hat die Individualität auch in der Art. Ja? Damit hat die Pflanze von sich her aber bereits eine Lebendigkeit, die sie in den Bereich des Lebendigen stellt. Und deshalb gibt eine Seele, das ist jetzt ja evident kein religiöser Ausdruck, Seele ist das innere Gesetz ihres Wachstums und natürlich Vergehens. Beim Tier kommt noch was hinzu, also schöne kleine Übung. Da habe ich jetzt ein Problem, die Sonne auszuschalten. Sie sagen, Sie wollen nicht in die Esoterik hinein. Ja. Die Pflanze ist auf die Sonne ausgerichtet. Ja, macht ja nichts. Können wir das einfach wegschalten? Nein, aber die Sonne ist nicht lebendig. Motivierend. Nochmal? Motivierend ist sie, deshalb seelisch. Nein, die Sonne ist hier kausal für Wachstum, aus dem Grunde, weil sie, also die würde ich jetzt oder kann man, glaube ich, phänomenal unter Kausalität nehmen, weil sie zum Beispiel Chlorophyll aktiviert. Die Pflanze muss ja Chlorophyll wechseln. Das heißt, sie sehnt sich nicht nach der Sonne. Also das ist ja das, was die Esoterik macht. Sie unterstellt jetzt diesem Wachstum Gefühl, na Moment, das wissen wir schon, also so schnell sind wir nicht fertig. Jetzt kommt die berühmte Einwand, dass wir das gar nicht wissen, was die Pflanzen denken. Ja? Darf ich mal antworten, sie denken nicht. Das ist sehr einfach, deswegen brauchen wir uns darum nicht bemühen. Das heißt, in dem Sinne ist die Pflanze natürlich abhängig von bestimmten Dingen und sie artikuliert sich auch danach, aber das sind kausale Artikulationen. Ja? Die Pflanze ist kausal übrigens für das Wachstum von Pflanzen zuständig, aber die Sonne selber ist zum Beispiel kein Lebewesen. Ist eine mechanische Form von Körper, die sich zu anderen Körpern verhält. Ja. Was kommt bei den Tieren hinzu? Wachstum haben wir ohnehin schon. Ja, kann man wohl sagen. Das heißt, eine bestimmte Form von Wahl können wir unterstellen. Aber mehr noch? Nochmal? Sie sind durch ihre Triebe viel stärker gebunden. Ja, Instinktverhalten eindeutig, jawohl. Bewegung, danke, also selbstverständlich. Richtig übrigens, was Sie sagen. Schön, dass Sie mitdenken. Das Tier bewegt sich, die Pflanze bewegt sich nur am Ort. Das Tier ist jetzt ortsunabhängig. Zu der Bewegung kommt aber noch was hinzu. Unbedingt. Ist bisher nicht gefallen. Also bei Husserl würden Sie jetzt länger sitzen müssen und
Sinnlichkeit. Das heißt, ganz klare Wahrnehmungen. Ja? Auge, Ohr, Nase in der Regel evidenter bei den höheren Säugetieren als bei uns. Das heißt, eine völlig andere Form der Wahrnehmung von Wirklichkeit. Und in diesem Sinne ist das Tier lebendig, lebendiger als die Pflanze. Gleichzeitig, wo ist die Grenze? Nochmal, die haben Sie an sich schon genannt. Das heißt, das Tier hat von sich her nicht zwingend eine Wahlmöglichkeit, sondern hat durch das, was wir Instinkt nennen, durch eine Gesetzlichkeit seiner Art, eine bestimmte Vorgabe, innerhalb derer es in beschränktem Maße wählen kann. Aber es kann nicht grundsätzlich zum Beispiel die Wahl verweigern. Ein Tier wird sich nicht zu Tode hungern, verstehen Sie, aus Fastengründen oder so. Das heißt, es kann sich in dem Sinne nicht von sich distanzieren. Es ist stärker in seiner Triebwelt gebunden. Es ist immer noch in der Kausalität seiner Vitalität. Die Vitalität fordert bestimmte Dinge und es verhält sich dazwischen. Übrigens, je näher ein Tier dem Menschen kommt, die Haustiere verlieren teilweise diese Gesichertheit, aber sie gehen nicht wirklich in die Freiheit einer Wahl über. Letzter Punkt bei Edith Stein. Wir haben beim Menschen nun nochmal eine Steigerung. Wir haben die Wachstumsgesetze, die genauso wie wir den Pflanzen haben. Wir haben die Sensibilität, also Sinnlichkeit. Wir haben Bewegung in einem elementaren Sinne. Und jetzt kommt dann noch hinzu, wir haben das gesagt, die Entscheidung, was wir tun wollen, was wir überhaupt über uns, wie wir über uns verfügen. Und wir können in einem elementaren Sinne auch gegen uns verfügen. Was ist der Leib? Also nochmal zusammengefasst. Der Leib ist der Körper, nochmal der elementare, naturhaft gegebene Körper, in dem 2 Steuerungsmomente uns gegeben sind, die wir verwenden können bis zu einer Freiheit, nämlich die Seele als die Inneninstanz des Körpers, mit der der Körper gestaltet wird. Ich komme gleich auf Innen-Außen, der Körper wäre die Außenposition. Im Körper, für Edith Stein ist die Seele die Innenposition, das heißt, sie kann von innen nach außen wirken. Intensiv nun aber auch im Sinne des Geistes, der sich nun nicht innen, sondern oben befindet. Also sie nimmt hier die Raummodelle. Ja? Die Seele ist ein innen gestalterisches Moment und der Geist kann von oben wirken. Also es ist nochmal ein Punkt, von dem her ich über mich verfüge. Ja? Das heißt immer wieder Momente der Freiheit. Jetzt machen wir es mal genau. Was haben wir bisher gewonnen? Wir haben etwas gewonnen, was wir meistens gar nicht im Auge haben, nämlich die Tatsache, wie tief wir in der Welt der Materialität verankert sind. Der Körper ist wirklich eine Materialität, die uns gar nicht erlaubt, daraus herauszutreten. Aber das Erstaunliche ist gleichzeitig, dass wir trotz dieser elementaren Bindung in die Materialität bis zu einem Vermögen ausgestattet sind, indem wir uns von dieser Materialität zugleich entfernen. Das heißt, die Poligkeit des Menschen ist extrem. Die Pflanze hat auch schon Pole, aber das Tier hat noch mehr Pole. Aber wir haben eine Poligkeit, die uns fast zerreißen kann. Und Edith Stein wird dieses Auseinanderdriften oder Auseinandergehen dieser beiden Pole auch jetzt sehr deutlich beschreiben und auch fragen, wie weit das geht und wie weit wir in dieser Weise übrigens der Selbstgestaltung sogar gegen uns vorgehen können. Aber wozu tun wir das? Oder mit uns vorgehen können? Und wir beschäftigen uns jetzt gerade mit der Frage, wie wir uns zum Leib verhalten und wie das gut ist. Zum ersten Teil kommen die Fragen von gut. Gut oder stimmig oder richtig oder auch falsch. Das heißt, wie weit ist unser Verhalten zu unserem eigenen Leib überhaupt gut? Ja, gerade aus der Tatsache heraus, dass wir es auch gegen ihn optieren können. Also jetzt kommt schon ein ethisches Verhalten. Das Tier hat in diesem Sinne, das Tier natürlich, ja, trotzdem, versuchen Sie jetzt nicht nachzuweisen, dass die Kuh auch denkt. Ja. Ich meine, das ist immer fruchtlos, echt. Natürlich rücken wir über die Primatenforschung relativ weit vor, ja. Aber was immer man da sieht und sagt, hat so deutliche Grenze der Möglichkeit, selbst Orangs oder Schimpansen wesentlich, die mit Menschenkindern aufwachsen, die sind nicht vergleichbar. Sie sind mit einem halben Jahr bereits schon nicht mehr das, diese Entwicklung rückt in einer Weise auseinander. Diese ganzen Filme überzeugen nicht. Ich habe ja noch mal ein paar angeschaut, das ist nachhineingetragen, also Deutungen. Okay, aber jetzt kommt die Frage,
wie verhalten wir uns zum Leibe, sodass es gut ist. Mit gut sind wir im Bereich der Ethik. Nicht nur Automatik, nicht nur Kausalitäten. Motivation gehört auch schon in den Bereich des Guten. Ist es eigentlich gut, wonach wir uns sehnen? Also um es mal dumm zu sagen, ich kann mir auch ein Loch ins Knie bohren und heiße Milch reingießen. Ja? Selbstverständlich kann ich. Also, ist das gut? Antwort, ja gut, überlasse ich Ihnen. So, Verhalten zum Leib. Jetzt geht es bereits in die praktischen Übungen. Nochmal, Leib ist charakterisiert durch eine Innenseite für ein Außen. Ne? Außen könnte ich mit Körper bezeichnen, aber es ist eben mehr deswegen, weil der Körper von einem Innen gestaltet wird. Ich habe also Verfügung. Ich bin nicht in meinem Leib verdammt. Ich bin nicht festgeschraubt. Im Gegenteil. Es ist vielleicht wirklich eine Botschaft, die man auch immer wieder sagen muss, dass unser Leib das ist, was wir aus ihm gestalten. Wirklich gestalterisch herausholen auch. Der Leib ist notwendig in eine äußere Welt gestellt, aber gleichzeitig können wir über das Innen, die Seele ist es hier, in diese äußere Welt eingreifen. Und diese äußere Gestaltung ist die Frage, wohin gestalte ich mich? Edith Stein kann zeigen, das ist eine Untersuchung, die Konsequenzen hat für die Art und Weise, wie wir mit uns umgehen. Wir könnten grundsätzlich ihn so gestalten, dass wir ihn nicht sehr zu Wort kommen lassen. Es geht. Nehmen wir an, wir empfinden Schmerz oder Druck oder etwas einfachere Formen, also etwas an unserem Leibe bedrängt uns. Ich kann das über die seelische Qualität relativ tief halten. Das ist ein positives Moment, das ist aber auch ein negatives Moment. Positiv heißt, ich lasse mich dadurch nicht irritieren. Negativ aber heißt, dass ich im Wesentlichen die Empfindungen meines Leibes nicht zu Wort kommen lasse. Das heißt, auf Dauer wird auch etwas an mir verstummen. Ja? Also dieses Stummwerden, beziehungsweise die Gegenwehr des Leibes dann, dass sich solches Stummwerden im Grunde genommen verfestigt und ich dann auf Dauer in einer intensiveren Weise bedrängt werde, als ich es je mir gedacht habe. Das heißt, nochmal genauer genommen, wir nehmen dann eine Haltung zum Leibe ein, als seien wir einfach nur gegenüber. Ja? Es beginnt plötzlich eine Hierarchie. Im lebendigen Leibe habe ich nicht eigentlich eine Hierarchie der Seele über den Leib, also dieses autoritative Moment, negativ, sondern ich habe einen Moment des Durchdringens, einen Moment des Antwortens, also in diesem Sinne responsiv, aber ich habe nicht im Sinne der Machtausübung gegen. Zu dieser Machtausübung würde gehören, dass ich den Leib nur so als Peripherie meines Daseins empfinde. Im Übrigen nur als Werkzeug. Ich habe Kopfweh, dann, wie man so schön sagt, werfe ich eine Tablette ein, dann hat sich das. Also schon diese Vorstellung des Automaten, den ich wieder zur Ruhe bringe. Ja? Das heißt, ich komme jetzt, kommt ein interessanter Punkt, in die Haltung zum Leibe in Form eines Habens. Interessanterweise. Ich habe einen Leib, verstehen Sie? Dann bin ich aber nicht innen. Also im Gesichtspunkt des Habens bin ich der Besitzer. Das heißt, er ist schon von mir abgerückt. Ja? In einem Grenzfall, den Edith Stein nicht befürwortet, kann ich mich vom Leibe fast ablösen und unempfindlich machen. Sie gibt kein Beispiel, aber wir können uns vorstellen, es gibt eine bewunderungswürdige Abtötung des Schmerzes, ja, in manchen Kulturen. Bewunderungswürdig, weil wir überhaupt nicht in der Lage wären. Also wir haben gerade die Sadhus, die heiligen Feste der Inder. Ja. Dazu wird auch nicht nur sich waschen, das haben wir jetzt überall in den Fotos gesehen, aber wenn die Statue der Kali durch die Wagen gezogen wird mit den Riesenrädern, werfen sich die zum Teil auch davor und dann beginnt Blut zu fließen oder beginnt auch nicht zu fließen, aber auf jeden Fall Schmerz, Unempfindlichkeit. Das heißt, diese ungeheuerliche Distanz, also die Seele gewinnt eine Kraft der Distanzierung, in der die Leiblichkeit letzten Endes fast verlassen wird. Also für uns unnachvollziehbar, wie intensiv, weil wir in einer tiefen Beziehung leben. Aber hier wird die Beziehung gelöst. Die Motivationen sind hier übrigens religiös, ganz interessant. Die religiösen Motivationen sind von einer Stärke, die wir durch andere Motivationen kaum ablösen können. Ne? Also dort gilt die Seele als sozusagen die eigentliche Daseinsform des Menschen, während der Leib etwas ist, was man auch ablegen kann oder ablegen muss. Das heißt, es ist nicht wirklich eine Verbindung oder die Verbindung wird schwächer, immer schwächer. Ist
Distanzierung jetzt durch die Seele oder durch den Geist? Weil Sie haben zuerst vom Geist gesprochen, dass der distanziert. Ja, aber nein, wir sind hier noch bei der Seele, und zwar deswegen, weil es hier nicht eine reflexe Position ist. Der Geist hat immer eine reflexe Position, aber die Seele kann aus bestimmten Motivationen heraus etwas am Leibe verweigern. Und hier jetzt habe ich gerade eine religiöse Motivation genannt. Es gibt andere Motivationen, es gibt ästhetische Motivationen. Also es sind stärker jetzt Momente, in denen ich noch nicht einmal in diesem spiegelbildlichen Verhältnis bin, sondern mit einer gewissen, also einer Auswirkung meiner Wünsche, auf den Geist, auf die Seele, eine Auswirkung meiner Wünsche, den Leib zurückdränge. Man kann es ganz positiv sehen. Ich will es nochmal sagen, das ist per se noch nicht wirklich austariert, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wir haben auch im christlichen Bereich, ich habe mich gerade wieder etwas mit Simeon Stylites beschäftigt, also Simon, dem Säulensteher, der, weiß nicht wie lange Jahre, 20 Jahre etwa, auf der Säule stand. Das darf man sich jetzt nicht so grausam vorstellen, der konnte schon mal runtergehen, aber wesentlich eben auf der Säule gestanden und natürlich großes Fasten oder eine relative Unabhängigkeit von Bedürfnissen. Wobei hier sozusagen für ihn noch spricht, dass die Menschen, die zu ihm kamen und um Rat fragten, natürlich von ihm angesprochen wurden. Ja? Während es eine Form der Leibzurückdrängung gibt, die dann unkommunikativ wird. Also die einfach nur in der Freiheit besteht, aber es ist keine Freiheit mehr in der Zuwendung. Bei Simeon Stylites war es eine klare Ratfunktion. Ja? Ähnlich übrigens Nikolaus von der Flüe, der ja die ganzen sozialen Kontakte zunächst mal aufgibt, auch nicht mehr isst, also dem Leib nichts mehr zuführt. Aber letzten Endes ist die Zuwendung nicht weg. Ja? Ein Kriterium, auf das wir gleich noch kommen. Eine Person kann also vorwiegend gewissermaßen in einem relativen Ausgleich zwischen dem Inneren und Äußeren in der Gestaltung leben. Edith Stein nimmt hier übrigens auch Phasen der Entwicklung dazu. Also je jünger ein Mensch, desto intensiver ist diese Innen-Außen-Beziehung bei ihr. Ja, die ist also seelisch-leiblich. Das heißt, die Gestaltung des Leibes über die seelische Qualität, die den Leib ja auch als angenehm, als schön und so weiter erscheinen lässt, während der ältere Mensch bei ihr deutlicher in dieses Moment des Wegrückens, des nicht mehr ganz intensiven Zusammenseins besteht. Aber grundsätzlich, die leiblichen Zustände sind seelisch mitbedingt und diese Wechselwirkung von Leib und Seele sieht sie sehr stark. Das ist deswegen interessant. Bis zu dem Zeitpunkt gab es ja kaum eine Psychosomatik. Viktor von Weizsäcker, der dann die Psychosomatik begründet, übrigens auch in den 20er Jahren, Student damals noch bei Guardini in Berlin, beginnt ja dann erst mit diesen Wechselwirkungen, während die Phänomenologie, das sind die Texte aus dem Anfang 20er Jahre, schlicht durch Beobachtung relativ schnell dahin kommt. Sie macht kein medizinisches Moment daraus, auch keine Therapie daraus, aber schlicht und einfach durch Beobachtung. Ja, ich gehe einen Moment weiter. Entschuldigung, wie ist das mit der Qualität der Seele im Alter? Weil da kommt mir so vor, als würde man das Alter ein Stück schon disqualifizieren im Sinne von diesem responsiven Verhältnis zwischen Seele und Leib. Ja, schön. Wird das älteren Menschen gerecht allen? Das wäre meine Frage. Diese Differenzierung, wird es älteren Menschen gerecht gegenüber den Jüngeren? Gut, ich wiederhole noch, oder ich sage es nochmal mit etwas anderen Worten. Edith Stein wird dem jugendlichen Körper, sofern er sich gestaltet, das heißt also mehr als Körper ist, sondern eine Leibbezogenheit, Leib-Seele-Bezogenheit hat, eine sehr innige Korrespondenz zuordnen. Und zwar deswegen, weil im Leibe selber sich natürlich die Vitalkräfte sehr stark ausdrücken. Ne? Jugend, Gesundheit, Frische, Sexualität natürlich auch ein ganz anderes Antriebsmoment. Und die Seele mit diesen Kräften natürlich auch sehr deutlich umgehen muss. Also sie muss das auch gestalten. Also wenn sie nicht nur in eine Triebhaftigkeit ausartet oder in eine Instinkthandlung, dann ist die seelische Antwort in einem wesentlichen Sinne auch sehr impulsiv, sehr rasch, sehr agil.
Dass der ältere Mensch diese Verbindung weniger hat, ist keine Abwertung. Das ist im Gegenteil eine Zunahme von Freiheit eher sogar. Ja? Das heißt, die Bindung ist weniger stark, jedenfalls nach Edith Stein. Und in diesem Sinne ist die Freiheit des älteren Menschen von seinen Leibzuständen größer. Das heißt nicht, dass er sie verlässt. Der Leib stellt dann andere Anforderungen. Die Gestaltung muss nicht mehr so intensiv sein. Ja? Ich bin mit 70 nicht mehr so sozusagen so vital wie vorher, deswegen muss ich meine Vitalität auch nicht mehr so stark gestalten. Also, ja, der jüngere Mensch ist eher im Zugzwang an dieser Stelle, ja. Also vom Körperlichen her natürlich unter Zugzwang, deswegen muss er reagieren. Aber im Alter lässt das nach, das heißt, es gibt eine höhere Form der Selbstbeherrschung, die fällt auch leichter. Deswegen man ja die Jüngeren dann umso weniger versteht, weil man selber nicht mehr in dem Problem steckt. Es ist keine Abwertung. Es ist im Gegenteil so, man kann eher sagen, die Befreundung mit meinem eigenen Leibe hat nun Züge angenommen, in denen das Bedrängende des Leibes weniger wird und ich das mehr gewissermaßen mehr in meiner eigenen Hut habe, in meiner eigenen Bindung, in meiner eigenen Bändigung. Ja? Ist doch auch schön. Unbedrängend. Unbedrängend. Ja, jetzt melden sich die Jungen, bitte sehr. Bitte. Gegen diese Position Ja. Steins argumentieren, dass der Jugendliche noch mehr in Opposition zum Leib steht Aha. und der ältere Mensch immer mehr in eine Einheit findet, die eigentlich positiv zu werten ist. Ah, schön, ja. Okay, gut, schön. Schauen Sie, jetzt sind wir in der Übung mit Phänomenen, ganz klar. Die Beobachtung ist sehr schön. In der Deutung können Sie sie trotzdem noch mal etwas anders akzentuieren. Opposition zum eigenen Leib heißt auch, Sie sind in der Antwort schneller da. Sie sind responsiv. Ihr Leib zwingt Sie eigentlich zu einer relativ guten Stellungnahme. Und zwar ziemlich bald und ziemlich oft und immer wieder. Ja? Während im Alter lässt dieses Drängen des Leibes nach, das heißt, Sie haben einen etwas gelösteren Umgang mit sich. Also Sie können es von beiden Seiten behalten. Opposition heißt ja immer im Gespräch sein. Der Augenblick, wo ich mich selber wo ich schon in der Bändigung meiner selber angekommen bin, kann ich das Gespräch auch ein bisschen lockerer führen, überhaupt. Ja? Das heißt, also das, was die Gelassenheit ausmacht, das sind jetzt Ausdrücke, die Edith Stein nicht verwendet. Aber die Gelassenheit nimmt deutlich zu. Deswegen ist die Kommunikation zwischen jungen Leuten auch, also Kommunikation zwischen jungen Leuten ist natürlich wirklich unglaublich viel intensiver, oder auch untereinander, als eindeutig, also ich glaube, dass Kommunikationsfähigkeit bei jungen Leuten elementar größer ist, im Grunde eben diese Auseinandersetzungsqualität. Opposition heißt immer im Gespräch sein, mit mir selber. Ich muss mich zwingend sozusagen da überhaupt aufzuhören, das geht gar nicht. Würden Sie das akzeptieren, also dass man im Grunde genommen damit eine Form von beständiger Herausforderung natürlich zu bestehen hat? Hier, ja, oder? Aber Sie beschreiben das ja als psychische Kausalität, diese Antwort. Die Antwort ist ja eine Reaktion auf das. Das haben Sie ja vorher der Psyche zugeordnet. Okay, ja. Und das läuft ja bei ihr, sie hat in ihrer Habilitation auch die psychische Kausalität beschrieben. Und die Seele ist ja da ganz was anderes. Die ist ja nicht eine Antwortverhältnis. Ja, Sie haben insofern recht. Ich jetzt nicht ganz, weil Sie haben jetzt die Seele als Antwortverhältnis beschrieben. Ja, dort durchaus, absolut, behalte ich nach wie vor. Die Psyche ist eine Antwort, die relativ instinktiv kommt. Okay. Das sind also vitale, letale Anlagen, also die habe ich, mit denen ich grundsätzlich ja ausgestattet bin. Aber die Art und Weise, wie ich mit meiner eigenen Vitalität auf Dauer umgehe, ist nicht nur über Instinkt und über angeborene Qualität, oder Anlagen gegeben, sondern Seele heißt, ich gehe jetzt darüber hinaus in eine Antwort, die ich mir auch kultiviert überlegen muss. Also ich muss meine eigene Kultivierung auch betreiben. Und das tue ich nicht nur über ein psychisches Verhalten. Ja? Das tue ich also Antworten dieser Art wären bei Edith Stein übrigens Umgang. Das hat sie hier nicht, aber das hat sie dann gerade am Überlegen. Sie bezeichnet das als Gemütsakte. Ja, freilich, aber das Gemüt. Oder die Werte dazu kommen. Aber das Gemüt ist mehr als Psyche. Das Gemüt ist schon ein kultivierter Besitz. Ja, ich habe Literatur, ich habe Musik,
Ich habe Beispiele anderer, die ich verarbeitet habe und die kann ich auch für mich selber Das annehmen. bezeichnet sie als Gemütsakte. Und das ist aber Seele. Das ist Seele, das ist dasselbe Wort eigentlich. Oder? Damit haben wir doch jetzt eine Gemeinsamkeit. Genau. Das heißt nochmal, die Psyche ist etwas, was zu einem relativen Instinktverhalten führt. Ja? Während die Seele jetzt eine kultivierte Art des Umgangs mit mir selber gelernt werden muss. Die Seele muss ich erlernen, die muss ich ausbilden, die ist das Schmiegsame, die ist das Entwicklungsfähige an mir. Damit habe ich Motivation. Werterziehung kann man sagen. Ja, aber wo besteht jetzt dann der Widerspruch? Nein, gar nicht, aber das, ja. Okay, Das dann ist haben wir keine uns... automatische Reaktion. Auch Verstehen Sie, wir tun uns ein bisschen schwer, weil wir natürlich jetzt nicht, hier haben wir die Psyche und hier haben wir die Seele, das wird Edith Stein selber sagen, wir haben Übergänge. Wir haben auch immer wieder eine Form von Zurückgleiten oder Hochsteigen und so fort. Das werden wir am Schluss noch sagen, aber damit fangen wir nicht an, dass zwischen Körper und Leib ja auch Übergänge besteht. Aber wenn ich Ihnen gleich sage, dass das alles wieder zusammenstößt, wir müssen ja erstmal trennen und dann können wir das auch wieder zusammenführen. Ja? Nochmal zur Kultur gehört bei Edith Stein Lernen. Übrigens, sie selber hat in der Autobiografie ja ihre eigene Entwicklung, übrigens gerade an der Musik. Musik ist bei ihr eher unterschätzt, also was da an jetzt nochmal Gemütwerten kommt, aber auch an Literatur. Und Literatur ist ja gelebtes Leben. Das ist ja, übrigens Schiller hat sie enorm verehrt, der bei uns völlig durch den Rost fällt. Ja. Aber das sind ja Antworten auf Lebenssituationen, die man dann aus der Literatur auch lernt. Ne? Aber in diesem Sinne responsiv. Gut, jetzt kommen wir zu einem Punkt, übrigens fast schon, es ist eigentlich der vorletzte, der letzte wird dann aber etwas länger, nämlich Behandlung des Leibes in der Askese. Jetzt kommt ein interessanter Punkt. Nicht zufällig, ja natürlich auch Fastenzeit. Gut, wir gehen nochmal vom Basismoment aus. Wir sind, ähnlich wie das Tier, nicht frei von Instinkten. Wir haben auch Instinktreaktionen. Wir sind nochmal bei der Psyche. Wir können in diesem Sinne auf eine Kraft zählen, die wir zunächst mal noch nicht verwaltet haben, sondern die uns letztlich treibt, also nochmal kausal auch antreibt. Sie wird aber sagen, dass diese ganzen Vorgaben letztlich noch nicht gesichert sind. Sie können übrigens auch irre gehen und es kann zu Störungen kommen. Wir können schlichte Störungen auch in unserer Entwicklung haben. Unter anderem kann ausfallen die Zufuhr von Kraft. Schlicht und einfach. Sie nennt es übrigens auch, sie spricht von Instinkt, sie spricht aber auch von der Lebenskraft. Das ist ein Ausdruck, den sie immer wieder verwendet, der ein Ergebnis ist, übrigens von stabiler, jetzt bitte körperlicher Grundausstattung. Ich muss auch einen gesunden Körper haben, letzten Endes, der funktioniert und nicht beständig Probleme macht. Gleichzeitig muss ich aber auch zuführen, damit die Lebenskraft nicht einfach ermattet. Und dieses Zuführen ist jetzt eine Kunst. Jetzt gehen wir raus aus dem tierischen Instinkt und jetzt ist die Frage, wie verwalten wir das? Ja. Hier brauchen wir eine Herrschaft des Willens, sagt sie. Also hier kommen jetzt Momente, die in die Freiheit und in die Wahl hineinführen. Die Herrschaft des Willens. Wir brauchen übrigens auch eine größtmögliche Ausbildung der Sensibilität. Also für sie ist der Umgang mit dem eigenen Leibe übrigens eine Entfaltung aller Sinne. Ja? Sie wissen, dass wir heute in einer Überbewertung vor allem übrigens des Auges stehen. Aber die Entfaltung aller Sinne, die Sensibilität, größtmögliche. Das heißt, jetzt kommt wieder ein Ausdruck, die Empfindungen müssen wahrgenommen und übrigens auch geschult werden. Also Empfindungsqualitäten. Und das Erstaunliche ist jetzt, dass sie sagt, dass wir auf der einen Seite auf natürliche Kräfte zählen, die uns zufließen. Das ist jetzt stärker mal das automatische Moment, das körperliche Moment, aber diese Kräfte nicht unentwegt da sind. Und wenn wir nicht in der Lage sind, sie zu ergänzen, wenn wir nicht in der Lage sind, in der Tat auch zu regenerieren, und zwar auch willentlich, Kraft zuzuführen, und zwar aus der Welt der Seele heraus. Und zwar, jetzt kommt es sehr schön, aus dem, was uns erfreut. Freude ist ein Moment, in dem Kraft zukommt. Aus dem übrigens, was gut ist, jetzt kommt sie auch auf die Frage nochmal zurück, ob wir das tun, was in sich stimmig ist. Wir müssen auch dem Guten Raum geben. Und zwar ist gut jetzt nicht so stark moralisch akzentuiert, sondern das, was zu uns passt. Ja? Es ist also nicht einfach nur eine Form von Moralität, sondern was stimmt zu mir? Wie finde ich das heraus? Eine Kraftzufuhr.
unfruchtbare Aktivitäten unterlassen. Jetzt kommen wir in die Askese. Ich muss auch einmal auswählen. Askesis heißt ja Training. Was überhaupt für mich wichtig ist oder nicht wichtig. Das kann für andere ganz anders sein. Aber in diesem Sinne nun meine Singularität ins Auge fassen und fragen, woraus ich mich eigentlich speise. Das bedeutet, dass hier die Abtötung, wenn wir das mal jetzt ja ganz grob sagen, nicht einfach Ziel der Askese ist. Sie sagt das ausdrücklich. Es geht nicht um eine Verweigerung hier, sondern Askesis nochmal im Sinne von Training. Wir brechen die Tyrannei der Bedürfnisse. Sie spricht von der Tyrannei. Wenn wir sie aber nur brechen, haben wir dafür nichts gewonnen. Sondern bereits die Askesis muss ein Ziel haben. Wir sind jetzt wieder in dem Bereich der Motivation. Welches Ziel muss sie haben? Sie muss das Ziel haben, auf einen Weg des Heiles zu geraten. Heil hat hier noch die Bedeutung von Heilung. Das heißt, dasjenige zuzuführen, was wesentlich ergänzt. Heil ist übrigens auch im Deutschen der Ausdruck für ganz. Da haben Sie wieder so ein Wort. Whole im Englischen ist genau dasselbe. Ne? Heil und ganz. Das heißt, das zu ergänzen, was uns fehlt. Und die Askesis hat überhaupt keinen Sinn, wenn sie nur im Sinne der Bestrafung, des Wegnehmens, des Weglassens besteht, sondern eigentlich viel tiefer im Sinne Leben heißt weglassen. Das heißt, alles Mögliche verarbeiten ist Blödsinn. Lebendig bleiben heißt nur das annehmen, was mir wirklich dient, was wirklich heil ist oder mich heil macht. In diesem Sinne ist Brechung des Leibes nicht das Ziel. Es ist Brechung des allzu vielen, des Ablenkenden, des Nicht-Verdaulichen, übrigens auch des Belastenden, also bis in das seelische Moment hinein Belastenden. Das heißt, das Gemüt kann nicht mit allem Möglichen gefüttert werden. Insofern ist Askesis sicher weglassen, aber es hat das Motiv, es hat das Anziehende, das zu nehmen, was mich ergänzt. Kraftzufuhr. Der Sinn von Fasten in diesem positiven Sinne ist Kraftzufuhr, nicht Kraftabnahme, der Käse. Ja. Also nochmal, aber jetzt sind wir genau im Seelischen, das heißt im Unvergleichlichen, Individuellen auch, die Frage, was mir denn in der Tat gut tut. Und nochmal, die Kraft kommt nicht automatisch. Die kommt übrigens, jetzt mal, um es ganz leger zu sagen, nicht aus der Ernährung. Das ist ja immer der komische Vorstellung, also klarerweise, sie sagt das nicht, weil sie in dieser Zeit nicht lebt, aber die Vorstellung, wir müssen nur bestimmte Dinge essen, dann sind wir wieder gut drauf, das ist vollständig blöde. Also bei ihr ist seelische Kraft viel entscheidender, viel entscheidender. Also die Sinne zu nähren, aufzunehmen, was mir gut tut, in einem ganz umfassenden Sinne, nicht moralisch, was mich befriedet. Auf den Wort Sinn kommen wir gleich am letzten Absatz. Die letzte Frage, die ich mir stellen muss, worin wird mein Leben rund? Wohin habe ich eigentlich meine ganzen Kräfte noch einmal so zu ergänzen? Das Allermeiste weglassen, aber dann bestimmte Dinge zu erreichen, mir zuzuführen, um mir einzuverleiben, die mich letzten Endes zum Leben bringen. Ja? Askesis hat nur Sinn, wenn das Leben gesteigert wird, nicht wenn es gebrochen wird. So, jetzt bin ich beim letzten Punkt, der heißt Heiligung des Leibes. Das ist alles aus diesem frühen Aufsatz, Heiligung des Leibes. Ja, die Heiligung des Leibes. Wobei Sie im Wort heilig bitte jetzt zunächst mal das Wort heil hören, das heißt das Wort ganz. Wir kommen in den letzten Passus. Das ist ein sehr schöner Satz, den ich Ihnen wörtlich zitiere. Ein geheiligter Leib beschwert die Seele nicht. Das werden wir uns jetzt mal erläutern. Ein geheiligter Leib beschwert die Seele nicht. Der Leib ist etwas, was uns Nahrung zuführt. Wir ernähren ihn, aber er gibt uns diese Kraft, Lebenskraft. Aber wir haben nun seelisch gesehen umgekehrt dem Leib Kraft zuzuführen. Bitte nie vergessen. Es geht nie einbahnig. Im Grunde ist die Seele, das Innere des Leibes, sogar die Stelle, an der Kraft erzeugt wird. Anders geht es gar nicht. Also sozusagen das mechanische Essen, Trinken ist nicht das Entscheidende. Der Leib hat von sich her Potenzen, aber genauso in demselben Sinne muss die Seele ihre Potenzen einsetzen, um den Leib in der Potenz zu erhalten. So, welche? Jetzt gerade mal ich gehe mal relativ direkt. Die Seele muss jetzt vor sich haben ein Ziel, jetzt sind wir wieder mal im Movere. Sie muss auf eine Bewegung zugehen. Bewegung ist ohnehin ein Zeichen des Lebendigen. Ja,
Die entscheidende Bewegung heißt, sie geht im Sinn, sie geht auf Sinn, sie will im Sinn sich selbst finden oder ernähren oder finden. Sinn ist in der deutschen Sprache, das immer wieder in der Etymologie, übrigens nichts anderes als Richtung, Gerichtetheit. Das gilt übrigens für jede europäische Sprache, wir hören es noch nicht mehr wirklich. Im Italienischen ist senso unico die Einbahnstraße. Ne? Also ich gehe nur eine Richtung. Sinn ist immer Richtung. Sinn ist kein Inhalt, bitte. Dazu kommen wir erstmal. Ich muss in eine Richtung gehen, um etwas zu erhalten. Das etwas werden wir noch beschreiben. Aber Sinn ist jetzt genau dieses in Bewegung setzen. Ich gehe in eine Richtung. Was wartet am Ende der Richtung? Edith Stein greift jetzt etwas auf, was übrigens Scheler auch ausgeführt hat. Das gehört alles in diese große deutschsprachige Anthropologie der 30er Jahre noch hinein. Dass der Mensch grundsätzlich ein gerichtetes Wesen ist. Edith Stein hat das auch nachgeschrieben. Also ich habe vorhin schon den Ausdruck verwendet, jetzt hören Sie ihn aber anders. Der Mensch ist auf-hin. Ich könnte in der Beschreibung auch des menschlichen Leibes aufhören an meiner Haut. Wäre ich ja beschrieben. Ja? Ich bin ja nicht mehr als mein Leib. Das ist genau unterschätzt. Das heißt, der Leib ist schon in seiner Aufgerichtetheit asymmetrisch. Ich gehe jetzt zu einem anderen Text, der sehr viel später ist, nämlich aus 1933, die Vorlesung in Münster, die Sie gehalten haben, ich nehme zur menschlichen Anthropologie. Und in dieser, das ist jetzt schon eine viel gereiftere Arbeit, ist genau das eingegangen. Das heißt, dass der Leib in seiner Asymmetrie, mein Rücken ist anders als meine Vorderseite. Ich habe überhaupt verschiedene Teile, also ich bin nochmal symmetrisch rechts-links einigermaßen, aber der Leib ist in einer merkwürdigen Asymmetrie. Das Herz ist schon nicht symmetrisch. Asymmetrie heißt jetzt aber bei Edith Stein im Aufbau des menschlichen Leibes eine Bewegtheit auf-hin. Er hat immer schon er bewegt sich nicht irgendwie in die Richtung, sondern wenn wir uns bewegen, bewegen wir uns nach vorne. Was ist vorne? Vorne ist da, wo meine Augen sind, wo meine Sinne wesentlich hinzielen. Die Ohren nicht, die Ohren sind omnipräsent, aber die Nase, die Augen. Und noch interessanter, vorne ist die Stelle meiner Verletzlichkeit. Ich bin vorne nicht abgedeckt. Im Rücken kann ich mehr Schläge aushalten, vorne schon mal gar nicht. Ja, das heißt, ich habe in der aufgerichteten Haltung, das beschreibt Edith Stein genau wie Scheler, in der Aufrichtung habe ich schon Schutz verloren. Wenn wir auf allen Vieren gehen, haben wir den Rücken als Schutz und wir sind sehr viel besser abgestützt. Auf Zweien wird es schon schwierig, die Balance ist schon schwieriger. Aber vor allem bin ich jetzt vorne gewissermaßen offen. Und für Edith Stein, das ist jetzt Phänomenalität. Also das heißt, wie nehme ich mich, was sehe ich denn überhaupt an mir? Ja? Wir kennen keine Tiere, die aufrecht gehen. Der Bär tut das manchmal, ja? Die Affen tun das, aber die normale Haltung ist eigentlich dann wieder auf die 4 Füße zu fallen. Ja? Wir nicht. Das heißt, wir sind verletzlich, aber wir sind offen und jetzt kommt das Moment der Gerichtetheit. Wohin gehen wir genau? Wohin gehen wir genau? In der Aufgerichtetheit, jetzt nochmal der Kopf oben, heißt das, die ganze Ausrichtung auf etwas anderes ist. Ich suche nicht an der Schnauze wie ein Tier nach Nahrung. Ja, das Tier ist orientiert auf Geruch, wesentlich übrigens, und hat seine Nahrung von der Erde. Damit ist es auf unten fixiert. Dass der Kopf oben sitzt, dass wir grundsätzlich über die Ausrichtung nach vorne, nicht nach hinten, auch nicht auf die Seite, bereits eine Gerichtetheit im ganzen Duktus, in der ganzen Zuordnung unseres Leibes haben, heißt im Übrigen, dass wir auf etwas anderes angewiesen sind als uns selber. Und jetzt kommt der nächste Punkt bei Edith Stein. Das bedeutet gleichzeitig, dass dieses Herausgehen aus mir selber, meinem Leibe schon angeschrieben ist. Natürlich gehe ich jetzt nicht aus dem Leib heraus, aber der Leib geht, der Leib bewegt sich, auf zu. Behalten Sie nochmal den Ausdruck auf hin. Sinnvolles Arbeiten mit der Seele, die den Leib bestimmt, heißt, dass ich dem ganzen Dasein Richtung gebe. Und zwar Richtung nicht nach unten, sondern genau die Richtung, wohin mein Auge mich führt. Das heißt etwas, was nach oben zielt, leicht nach oben. Und jetzt ist nicht die Frage, ob ich etwas esse oder trinke oder wie ich meinen Leib physisch nähere, sondern wie ich meine Seele in diese Beziehung nach oben einfüge. Das ist bei Edith Stein, was sie nun Heiligung nennt. Ja? Wir sind in einer sehr eigenartigen Beschreibung, weil wir jetzt völlig rausfallen aus dem, was wir normalerweise unter religiöser Erziehung haben.
Für Edith Stein ist die Frage, also in der Münsteraner Vorlesung noch relativ sehr stark von der Sache geprägt, wie weit ist es möglich, dass wir aus der eigenen Aufgerichtetheit des Daseins, aus der Bewegtheit, die uns immer schon auf etwas hinzieht, die Schlussfolgerung ziehen, dass das Ziel, Motivation, Attraktion unseres Daseins nicht in mir selber liegt. Mit anderen Worten, sie ist eine Kritikerin bestimmter Meditationsformen. Das machen wir jetzt mal ganz klar. Das heißt, eine Motivation, die gewissermaßen im Sitzen, machen wir es konkret, wir sind nicht sitzende Wesen. Und die Vorstellung, dass ich mich im Sitzen finde, ist von der Gesamthaltung des Leibes her phänomenal nicht gedeckt. Ich bin auch nicht eine Kurve auf mich selber. Im Nabelbereich liegt nicht meine Mitte. Es sind lauter Vorstellungen, die eigenartig sind. Sie sind nicht gedeckt vom Phänomen, bitte. Das ist nicht eine Frage, ob ich daran glaube, sondern es ist die Frage, wie nehme ich mich wahr? Natürlich schlafe ich auch mal, natürlich lege ich mich auch mal hin, natürlich sitze ich auch, ja. Aber die Frage, ob ich das zentrale Moment meines Lebens hier im Bauchbereich habe, ist phänomenal mit Nein zu beantworten. Viel einfacher, auch übrigens witzig, wird Edith Stein sagen, der Gang in die eigene Mitte ist häufig genug der Gang in die eigene Leere. 2e. Ich hoffe, Sie hören die Kritik. Der Mensch ist nicht auf sich konzentriert. Ja. Sehen Sie genau in diesem Gedanken einen Ansatz an jüdischer Philosophie? Ist da ein... Mit diesem Aufhin, meinen Sie? Ja. Ist der Ausgangspunkt dort? Nein, Edith Stein würde ich definitiv, verstehen Sie, sie ist Jüdin in der Abstammung, ja, aber Edith Stein würde sich niemals als jüdische Philosophin im Sinne des jüdisch Inspirierten fühlen. Wenn, ist sie biblisch inspiriert, aber das ist eine andere Frage. Ja, darf ich es im Moment mal zurückstellen? Entschuldigung, verzeihen Sie. Buber, nein, gar nicht, sowas inspiriert ja immer. Buber, Rosenzweig, das sind Leute, die tatsächlich also versuchen, aus dem Judentum zu philosophieren. Edith Stein tut das nicht. Phänomenologie ist nicht jüdisch, ist nicht christlich, ist nicht... Sie würde noch nicht mal sagen, es ist westlich. Das ist eine Form von Wahrnehmung von Wirklichkeit, eine bestimmte Methode. Ich könnte eine andere versuchen. Es ist auch keineswegs die einzige, aber wenn ich sie versuche, hat sie keine jüdischen Implikationen. Es ist Husserl auch Jude, jetzt kann man fragen, also sind die besonders begabt dafür. Das kann ich schon fragen, ob die sozusagen die letzte Sensibilität für solche Fragen von einer Vorgabe her geht. Jetzt ist Heidegger auch ein toller Phänomenologe, der ist jetzt kein Jude, ja. Also ein bisschen schwierig zu beantworten. Aber wir bleiben mal bei der Phänomenbeschreibung. Das heißt, alle Formen der Leibaskesis oder Leibaskese, Leibschulung, Leibdurchdringung, die gewissermaßen auf den Leib als solchen zurückführen. Das heißt, in der Form einer Umrundung seiner selbst dann letzten Endes bei mir bleiben, wären phänomenal vom Leib her nicht gedeckt. Der Leib ist immer diese Offenheit, ich sage das nochmal, eine Verletzlichkeit. Ich habe den Kopf oben, ich habe ihn nicht hier. Ich kann natürlich sagen, dass meine Leibesmitte wichtiger ist als mein Kopf. Das kann ich sagen. Aber verstehen Sie, das sind schon Entscheidungen, die letzten Endes nicht tragen, weil sie der Selbstaussage meines Leibes nicht entgegenkommen. Jetzt komme ich zum Punkt. Das heißt, Edith Stein hat noch in der Münsteraner Vorlesung, die sie dann nicht mehr halten konnte, weil sie jetzt schon wegen ihrer jüdischen Abstammung ihre Dozentur verlassen hat, bereits gesagt, dass die eigentliche Sättigung unseres Daseins, leibseelische Sättigung bitte, über die Begegnung abläuft. Ich genüge mir nicht. Ein Hinweis darauf, übrigens völlig simpel, aber er sei ausgesprochen, ist, dass wir uns selber nicht essen können. Verstehen Sie, die Notwendigkeit, lebendig zu bleiben, läuft über ein anderes als ich. Das ist unhintergehbar. Und dieses andere ist nicht einfach nur ein Brot oder etwas, was außerhalb von mir liegt, sondern in der gesamten Ausrichtung meines Leibes ist es überhaupt ein anderer als ich. Hier kann ich einen Menschen einsetzen, jetzt kommt natürlich schon das Stichwort Begegnung, das ist auch Buber, selbstverständlich, also Ihre Frage ist keineswegs dumm. Aber zugleich, das heißt die Erfüllung meiner leibseelischen
Existenz finde ich nicht in mir, sonst könnte ich ja in die Wüste gehen und dann wäre ich auch bei mir. Das ist es nicht. Das heißt, jetzt beginnt etwas bei ihr, hat sie eben leider in der zweiten Vorlesung nicht mehr ausgeführt, wo dieses Angewiesensein meiner ganzen Existenz auf einen anderen als ich selbst elementar zum Ausdruck kommt. In einem allerletzten Sinne, den sie natürlich selber auch realisiert, beginnt jetzt das Leben geistig zu werden. Jetzt komme ich nochmal zur Signatur. Bisher habe ich leibseelisches Leben, das ja ausgerichtet ist auf Begegnung. Geist heißt nun, dass ich das Reflex mache. Auch Kinder haben leibseelisches Leben und Begegnung und brauchen sie auch. Ne? Aber das Reflexmachen heißt, dass ich nun wirklich in die Entscheidung gerate und in der Entscheidung mich auch dazu entscheide, diese Begegnung zu wollen. Also nicht nur zu suchen, weil es mir ohnehin schon entspricht, sondern weil ich es will, weil ich dazu auch Kriterien entwickle, wie ich mich dazu stelle. Und letzten Endes heißt Geist, wie sie das sagt, der Menschengeist ist von oben und von unten bedingt, trägt und umfasst ihren Leib und ihre Seele, trägt seinen Leib und seine Seele, wird zugleich davon getragen und umfasst, erhebt sich aus einem dunklen Grunde, jetzt kommt der schöne Satz, das geistige Leben erhebt sich aus einem dunklen Grunde, es steigt empor gleich einer Kerzenflamme, es leuchtet, aber von einem selbst nicht leuchtenden Stoff genährt, also zunächst mal von unten, aber sie leuchtet, ohne durch und durch Licht zu sein. Der Menschengeist wird sich selbst nicht sichtbar, er wird sich nicht restlos durchsichtig, er vermag anderes zu erhellen, aber nicht zu durchdringen. Und jetzt kommt der eigentlich entscheidende Satz. Er gleicht der belichteten Oberfläche über einer dunklen Tiefe. Wir können in diese dunkle Tiefe eindringen, aber wir können nicht ohne die Hilfe eines anderen eindringen. Das heißt, um uns selber wirklich in diesem Sinne nun einmal zu finden, beginnt zugleich eine Bewegung nach oben, das heißt eben in diesem Sinne der Bewegtheit. Und zugleich wird uns die Bewegtheit in uns selbst führen. Das ist ein unglaublicher, poliger Vorgang. Ja? Begegnung heißt ja zunächst mal etwas oben, vorne, jetzt mal raumorientiert, aber gleichzeitig führt mich die Begegnung nicht weg. Sie führt mich in eine dunkle Tiefe. Aber ich habe nicht vollzogen die Krümmung in mir selbst. Verstehen Sie so? Also ich bin nicht in der Direttissima bei mir angekommen. Curvatio ace ipsum nennt das Augustinus. Die Kurve auf mich selbst, übrigens identisch mit Sünde, aber das ist jetzt schon sehr böse. Also das heißt, ein anderer zeigt mir, wer ich bin. Ein anderer zeigt mir, wer ich bin. Jetzt kommt der Punkt und das muss ich wollen. Das muss ich wollen. Das ist jetzt noch die Aufgabe des Geistigen. Es geschieht nicht. Es ist nicht im Sinne des schicksalhaften Zutreffens. Ja? Also würde man es ja auch wohl manchmal wünschen, dass das einfach so fließt oder geschieht oder passiert oder unter der Hand abläuft. Ja? Hier ist Edith Stein ganz klar von einer personalen Entscheidung besetzt. Letzten Endes eine religiöse Entscheidung, nämlich zu wollen, dass jemand mich zu mir bringt. Zu wollen. Das heißt übrigens ein Aussetzen. Das heißt natürlich auch im wesentlichen Sinne Wehrlosigkeit oder jedenfalls Abbau von Gegenwehr. Und das muss ich wollen. Weil vom Verhalten her wäre es möglich, dass ich in mir selber bleibe, also dieser Versuch, sich sozusagen in der eigenen Rundung zu ergänzen und damit die Aussetzung nicht zu leisten. Bitte sehr. Ich wollte noch fragen, wie würden Sie das unterscheiden, etwas zu glauben, dass das passieren kann, also dieses Wollen, Glauben? Ja, natürlich, ja. Ja, natürlich. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Wort Glauben hier nochmal artikuliert ist. Was wir bisher gesagt haben, die Entscheidung, erstmal zu erwarten, dass es den anderen überhaupt gibt, ja, ist ja auch schon eine Entscheidung. Damit habe ich noch nicht eine bestimmte Gotteserfahrung besetzt, aber ich bin überhaupt mal grundsätzlich dafür offen. Ja. Auf der anderen Seite ist dieses Glauben natürlich präzise übersetzt mit Vertrauen. Ich muss zugleich Vertrauen üben, dass der, den ich jetzt treffe, mich zu mir zurückführt. Ist aber gar nicht mein erstes Ziel. Mein erstes Ziel ist wirklich erstmal Begegnung. Dass sich die dann sozusagen in meine Erfüllung wendet, ist auch mitgeglaubt, aber es ist nicht die Primäre. Primär ist, dass ich erstmal den Blick in den anderen richten kann. Überhaupt erstmal finde, der mich mir erklärt. Ja?
Einige Male ist das Wort oben gefallen, auch jetzt Bewegung nach oben, wortwörtlich, habe ich aufgeschrieben. Unter der Ausklammerung von Gottes Glaube bei Edith Stein, wie würde sie mit einem Atheisten oder mit einer Atheistin einfach über diese Wirklichkeit der Phänomenologie, was für Gespräch würde sie heute, ich habe Erfahrung gehabt, aber dieses Wort oben hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen, weil oben ist verbunden, hat Edith Stein nicht gezielt auf Gott glauben gearbeitet. Und wie würde sie denn mit Atheistinnen und Atheisten heute reden? Ich lache nicht darüber. Ich habe über ihre Atheistinnen gelacht. Aber es ist ein Sprachduktus, den ich so tief hasse, dass, Entschuldigung. Aber jetzt egal. Nein, Ihre Frage ist völlig berechtigt. Passen Sie mal auf, das ist gerade die Stärke Edith Steins, dass sie von Anfang an zunächst mal überhaupt nicht auf Glauben im Sinne des Hineingehens in ein bestimmtes Gedankengebäude zielt, ja. Ich mache gleich den zweiten Satz dazu, aber bitte. Edith Stein ist deswegen so gut einsetzbar, weil sie zunächst mal überhaupt nicht über Glaubensoptionen geht, sondern über Beobachtungen. Würde ich Gott treffen, ich würde ihn erstmal beschreiben, sagt Husserl, ist so was enorm Lösendes. Ja? Ich habe noch gar keine Zustimmung zu, ja, oder ich nehme ihn erstmal wahr. Das Wort wahrnehmen ist genauso grandios. Ich muss etwas in seiner Wahrheit erstmal nehmen. Der zweite Weg macht sie sofort auf. Aber wenn Sie mit einem Atheisten, bitte, über diese Inhalte sprechen, der wird makellos mitgehen, wenn er gut beobachtet, wenn Sie selber gut phänomenologisch mit ihm arbeiten, geht er erstmal mit. Und kurz bevor er merkt, wohin er geführt wird, kann er auch mal blocken. Ja? Aber wenn er gut ist, geht er mit und dann ist die Schwelle in die Begegnung mit Gott nicht groß. Verstehen Sie das? Es ist ein völlig anderer Weg. Sofern Sie davon ausgehen, dass ich den irgendwo mitnehmen will. Ich will gar niemand mit. Edith Stein missioniert nicht. Aber was genau wie Husserl, in dessen Seminar ja die Leute konvertiert sind, was ihn unglaublich irritiert hat. Er sagt, Herr, ich rede überhaupt nicht von Gott, jetzt rennen die alle weg da und lassen sich taufen. Also geradezu skandalös für ihn. Ist genau dieser Effekt. Weil er nicht sie geführt hat, sondern gesagt hat, macht die Augen auf, lasst eure Vorurteile weg und dann kommt man irgendwo raus. Und die letzte Entscheidung dann zu sagen, das ist nicht etwas, was ich treffe, sondern offensichtlich Wille, offensichtlich ist es mehr als etwas, das mich zieht. Es ist vielleicht sogar jemand, der mich zieht, dann bin ich schon ganz nah dran. Das heißt, die Entscheidung, hinüberzugehen in eine personale Begegnung, fällt viel leichter, wenn Sie nicht von Anfang an so eine Intention mitlaufen lassen. Dann wäre das eine Horizontalität für einen Atheisten. Ja, die endet in eine Vertikalität. Ganz klar. Wobei horizontal-vertikal sind keine Hilfen. Ich darf Ihnen mal Folgendes noch sagen, wir kommen überhaupt zum Schluss. Ich sage mal gleich, verbinde das. Oben und unten sind keine zufälligen zufälligen Bestimmungen. Wir können im Verhältnis, nochmal phänomenal, gut, verbinde ich sofort mit meinem Schluss. Phänomenal sind wir Raumwesen. Edith Stein hat übrigens eine bezaubernde Stelle im Endlichen und Ewigen Sein, wo sie sagt, was ist der Heilige Geist? Jetzt reden wir in der Terminologie des Glaubens. Und dann wird sie sagen, wenn wir vom Heiligen Geist nur reden, im Blick auf unsere Geistigkeit oder auf den Menschen, haben wir ihn unterschätzt, denn er ist bei der Schaffung der Welt definitiv mit angesagt. Wir sind jetzt in der Sprache des Glaubens, ne? Also der Geist Gottes ruhte auf den Wassern. Und daraus schließt sie zunächst, dass die Geistigkeit nicht einfach nur ein Attribut des Menschen ist. Erschrecken Sie nicht, es geht jetzt sehr gut und sehr klar gleich weiter. Und sie wird sagen, dass die Dinge, jetzt sind wir bei den körperlichen Dingen, nicht bei Wolke, nicht bei Fluss, sondern bei den körperlichen Dingen, die manifest eine Gestalt haben, eine Ausdehnung in den Raum haben, also dreidimensional sind, Weite, Raum greifen, ist die Art und Weise, wie sie ihre Geistschaffung realisieren. Das geht Ihnen jetzt ein bisschen weit, das macht nichts, behalten Sie es trotzdem. Das heißt, dass die Geistqualität
besteht jetzt nicht in der Reflexion, die besteht auch nicht in einer Innerlichkeit, das haben die Dinge alle nicht. Aber dass sie überhaupt Gestalt haben und in den Raum greifen, ist sozusagen die äußerste Schale, weil der Geist immer etwas ist, was hinübergeht, was weitet, was ausgreift. Ja? Der Geist ist nicht verschlossen. Das Geistige ist immer ein Moment des Öffnens. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet, deswegen habe ich die Stelle nicht präzise. Aber das heißt, auf der Ebene der Dinge hat der Geist schon diese Raumqualität ihnen verliehen. Oben. Wir können gar nicht anders als unter unserer Raumbedingtheit zwischen unten, oben, rechts und links unterscheiden. Und oben ist in der Regel jetzt auch rein phänomenal dasjenige, was unserer Körperhaltung entspricht. Ja? Also ich muss meinen Kopf oben tragen. Ich kann natürlich auch so tragen. Ja? Aber schon dann ist Kommunikation falsch. Gut, ich lasse mal die Nebenbemerkung weg. Das heißt, in der Qualität meiner Raumaufgespanntheit habe ich oben. In der Qualität meiner Leiblichkeit, die natürlich auch eine Zentriertheit hat, habe ich auch so etwas wie innen, ganz zwingend. Das finde ich nicht unterm Skalpell, das wird auch nicht operiert, mein Innen, sondern das ist das Innen dieser, also das wir dann auch mit dem Herzbereich identifizieren, aber es ist nicht biologisch gemeint, ja, sondern es ist das Aufsteigen meiner Emotionen die laufen nicht über den Kopf. Der Kopf ist das, was die Obendimension des Geistes ausdrückt, sondern meine Emotionalität hat einen Innenbereich, den kann ich gar nicht anders darstellen. Tiefer noch gesehen kommt jetzt der Vitalbereich, das ist da, wo die Genitalien sind, ja, ganz klar. Das heißt, in meiner eigenen Körperlichkeit, jetzt bin ich schon mal einfach nur in der Materialität meines Daseins, habe ich Raumdimensionalität. Und die kann ich nicht austauschen. Ich kann nicht sagen, mein Kopf ist Gegenstand meines Unten, ja, das ist ja blöd. Unten heißt hier in einem elementaren Sinn nochmal Triebkräfte, gehen wir nochmal in den Bereich der Genitalien, Sexualität, das sind natürlich genau Wurzeln des Lebendigen, gleichzeitig weniger kontrolliert. Und Edith Stein wird auch, gerade das, was ich vorgelesen habe, das heißt, der, dem ich begegne, wird mir das auch erschließen. Es begegnet sich nicht nur sozusagen Helligkeit der Helligkeit, Gelöstheit der Selbstfindung durch einen anderen, sondern er wird mich auch in die dunkle Tiefe meiner selbst einführen. Das heißt, die Begegnung umfasst mich dann auch. Ja? Und das drücken wir nicht zufällig räumlich aus. Das sind Präzisionen, die ich nicht ablösen kann vom Phänomen meiner Leibhaftigkeit. Das ist nicht etwas, was Sie jetzt glauben müssen, das ist etwas, was man mal nachdenkt. In keiner Kultur ist unten dasjenige, wo ich ankomme. Unten ist tot, ja, das Grab ist natürlich unten. Übrigens auch nicht zufällig. aber sozusagen die Raumausgespanntheit unseres Leibes ist selbst schon Vorgabe für die Weise unseres Begegnens. Für die Weise unseres Begegnens. Ja, vielleicht mag sie das jetzt, ich merke, dass Sie ein bisschen irritiert sind. Aber das macht nichts. Nur, nein, es macht nichts, haben Sie auch wieder recht. Sehr weiblich. Es ist eine Frage oben ist nicht Zufall. Die Götter wohnen oben, also ich benutze jetzt mal eine andere Sprache, nicht. Die Götter wohnen oben, die wohnen nicht im Finstern, da wohnen die Dämonen. Das sind nicht so zufällige Dinge, die ich jetzt heute umdrehen kann. Da wohnen die Götter mal unten und die Dämonen oben. Was soll denn das sein? Ja? Das heißt, die Raumhaftigkeit unserer Erfahrung nötigt, nochmal anders, zu einer bestimmten Wertigkeit und Zugeordnetheit von Raum. Das sind nicht neutrale Dinge. Ein Geometer behandelt Raum neutral, ja? Aber wenn ich von der eigenen Leibempfindung aufgehe, ist die Raumausgespanntheit meines Leibes nicht neutral. Überhaupt nicht. Die hat Wertigkeiten und Bezüge. Wir sind schon wie beim Ziehen. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt noch besser erklären kann. Sie wollten noch was zu Gender sagen? Oder Ja, jetzt ist mein Schluss. Das heißt, an der Stelle ist die Überlegung, wenn wir heute eine Gender-Theorie haben, die ich so verstehe,
übrigens nicht unbegründet, sondern jetzt beziehe mich auf Butler. Es gibt eine weiche Gender-Theorie, die kann ich über Gleichberechtigung artikulieren, dazu wird sie auch beständig benutzt. Also das heißt, die Aufwertung bzw. Gleichstellung von Frau und Mann, die übrigens das Wort Gender dann gar nicht bräuchte. Aber wenn ich Butler nehme, bin ich in der harten Gender-Theorie und das ist die entscheidende. Bei Butler ist der Leib tatsächlich, behaupte ich, Körper. Und zwar in dem Sinne, dass der Leib im Grunde keine Aussage mehr über mich macht, in einem Wesenssinne eben werkzeuglich benutzt wird. Der Beleg dafür, dass der Leib in diesem Sinne zum Körper wird, weil ich ihn nach meinen Empfindungen, nach meinem Gefühl, nach meinen Absichten auch verändere. Und zwar gegen meine Grundausstattung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das operativ tun. Ich kann mein Geschlecht umoperieren lassen. Jetzt kommt wieder die Frage, welches Motiv zieht mich? Ja? Also wozu tue ich das? Die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Auf jeden Fall ist sie erstmal damit abgegolten, dass man sagt, weil ich so empfinde. Aber in dem Umgang mit meinem Körper hat der Körper keine Sprache mehr. Das heißt, sagt von sich nichts mehr. Also ich definiere nun, dass ich oder empfinde etwas anderes und möchte auch gegen meinen Körper noch was durchsetzen. Das kann ich nur mit Skalpell. Ich kann mich umoperieren lassen, ich kann was dran nähen lassen, ich kann was abschneiden lassen. Wenn wir es nicht so grob machen, gehen wir mit unserer Leibhaftigkeit in dieser unserer Kultur natürlich überwiegend auch als Körper um. Statt dass wir ihn beständig, ich sage nochmal, über die Tabletten natürlich ruhig stellen. Zu Butler ein zweiter Punkt. Es geht nicht nur die Problematik der Transsexuellen, also wo ich meine eigene Sexualität nicht annehme und operativ verändere. Die weiche Funktion, die weiche Möglichkeit ist die Transgender, dafür arbeitet Butler. Das heißt, dass ich gar nichts verändere, aber mich selber, also meinen Leib nicht verändere operativ, aber grundsätzlich mich in einer entweder neutralen Weise bewege oder ich empfinde mich als Frau, als Mann und benehme mich dann als Mann, werde mich dann auch von anderen als Mann behandeln lassen wollen und fordere das ein. Aber das, was mein Phänomen aussagt, nach wie vor, dass ich eine Frau bin, kommt dann nicht mehr zur Geltung. Und ich verlange von anderen, dass sie mich gegen meine Phänomenalität behandeln. Ich verlange es sogar. Ich ziehe morgen Hosen an, heiße Otto und dann müssen Sie mich so behandeln. Wenn Sie das empfinden haben, Sie haben doch mit einer Frau zu tun, geht das nicht mehr. Der dritte Punkt ist Intersexualität, das heißt die sehr tragische Position, wo Geschlechtsorgane nicht durchgebildet sind, nicht ausgebildet sind oder irgendwo in der Entwicklung festgehalten sind. In der Regel hat man das auch operativ gelöst, das heißt die Entwicklung operativ bearbeitet. Dazu gibt es Anhaltspunkte, nämlich nochmal Anhaltspunkt des Körpers, eindeutig, nämlich hormonelle Fragen, also das kann man ja feststellen, ich habe chromosomal gibt es nur Männer und Frauen übrigens. Es gibt niemals ein drittes Geschlecht, auch bei Missbildungen oder Fehlbildungen oder Verzögerungen. Es gibt immer nur die Variante zwischen X, XX, XY, XXY gibt es auch. Es gibt verschiedene, wir können immer tiefer hineinschauen. Es gibt natürlich Mischformen, die wir bis vor kurzem gar nicht kannten, aber es gibt nicht ein drittes Geschlecht. Ja? Und in dem Sinne ist, glaube ich, die Gender-Theorie in der harten Version, Judith Butler ist die harte Version, in der Tat ein Agieren gegen die eigene Leibhaftigkeit. Mit anderen Worten, sie verwendet Körper als mein Instrument. Tut auch Jane Flex, es gibt hervorragende Zitate dazu. Das heißt, der Ausdruck heißt so, mein Körper ist meine Maske, die ich angelegt habe. Und der Satz geht dann noch weiter, und vielleicht wohnt darin gar kein Ich. Ungeheuerliche Aussage. Also eine Distanzierung von meinem eigenen Dasein in der Weise, dass ich meinen Körper im Grunde als Schale, als Werkzeug, als von mir abgesetzt, als von mir zu behandelnd, operativ im breiten Sinne, ich meine jetzt nicht eine OP im medizinischen Sinne, aber er ist mein operatives Werkzeug, mit dem ich in Welt bin. Verräterisch übrigens die sehr vielen Metaphern, die aus dem Theater kommen. Ich inszeniere mich, ich repräsentiere, ich spiele eine Rolle. Also rein von der also Sprache ist ja auch in diesem Sinne genau nochmal phänomenal, sehr genau
Wir agieren als auch Schauspieler unserer selbst. Ich ende. Das ist ein Wort, das ich jetzt nicht von Edith Stein habe, ich möchte es aber mal verwenden. Das heißt, statt einer Inkarnation in meinem Leibe, dass ich wirklich Fleisch werde und dass mein Leib aus dem Körper, den ich mitbekommen habe, endlich zu meinem Leibe werde, ja? Also von meiner seelischen Qualität mitgestaltet, hin und her. Und letztendlich über die Begegnung mit einem anderen dann auch gelöst wird, also gerade in seiner Bewegtheit auf hin eine Antwort findet, wird umgekehrt eine Dekarnation betrieben. Auswurzeln aus dem eigenen Leibe. Schon die aberwitzige Vorstellung, wiedergeboren zu werden, ist eine solche aberwitzige Vorstellung, die genau zerstört, worum es geht. Wenn der Leib sozusagen meine Hülle ist, ja, also der Mantel, den ich umwerfe und morgen habe ich dann einen anderen Mantel. Ich spreche nicht gegen die Religionen, die das sagen, weil die in einer Tradition stehen, da erlaube ich mir da nicht, also Noten zu verteilen, das geht ja gar nicht. Aber was man sich erlauben kann, ist zu fragen, ob das wirklich einer Erfahrung entspricht oder ob es nur die Unlösbarkeit eines Gottesbildes ist, in dem die Götter selber beständig in der Transformation sind. Die Götter sind ja auch nicht stabil. Sie gehen und kommen, sie vergehen. Übrigens, die Götter sterben alle. Wir sind vom Christentum sozusagen so gepolt, dass wir immer glauben, das sind nur ein bisschen mehr, aber natürlich grundsätzlich ist es dasselbe. Es ist eben nicht der Fall. Die Götter sind sterblich. Und sie kommen wieder, unglaubliche Metamorphosen, die sie durchlaufen. Haben überhaupt nie eine eindeutige Gestalt, gerade im Hinduismus nicht. Und das heißt, das sind so Formen der Selbstauslegung oder der Weltauslegung, in denen der Körper wesentlich im Sinne eines Instrumentes besteht. Dekarnation. Aber wenn das eine Gesellschaft vollzieht, die schon mal in einer Inkarnation gedacht hat, ihre eigenen Leibkonzepte schon mal inkarnatorisch gedacht hat, ja, dass Fleisch und Geist nicht zwei Kontrapunkte sind, die ich wieder auseinandernehmen muss, sondern in der Bearbeitung, im Umgang miteinander, responsiv, auch oppositionell, aber auf jeden Fall miteinander in der Beziehung stehen, dann ist das ein Rückfall. Dass frühe Kulturen das noch nicht vollziehen oder noch nicht vollziehen können, ist eine andere Frage. Aber bereits einmal begriffen haben, dass das Wort Fleisch geworden ist oder Gott Fleisch geworden ist. Und dann nochmal zu sagen, dass das Fleisch mein Stoff ist, in dem ich mich austobe, ja, ersetzt werden kann, umgepolt, ist eine Beeinträchtigung. Das tut man nicht ungestraft, verstehen Sie? Das tut man nicht ungestraft, weil man einen bestimmten Standard bereits hatte und den dann wieder verlässt. So, etwas schöner. Würden Sie die Strafe erwarten? Die läuft schon längst. Und wo kommt sie? Nein, ich beschreibe sie mal. In der Auswurzelung aus unserem Dasein, in der Nicht-Akzeptanz. Ja, ich halte Gender für leibfeindlich. Letzten Endes. Ja, halte ich für leibfeindlich. Da möchte ich was dazu sagen. Ja, gerne. Und zwar, ich finde es sehr schön, also danke für den Vortrag, ich finde es sehr schön, dass Sie zwischen zwei Gender-Konzepten unterscheiden. Sie haben jetzt gesagt, Gender halten Sie für leibfeindlich. Ich glaube, Sie haben jetzt differenziert zwischen zwei Ansätzen und das finde ich mal sehr positiv. Die einen, die nämlich nicht, die haben die Zweigeschlechtlichkeit, da geht es um Geschlechtergerechtigkeit und so weiter. Und das andere würde ich als einen Queer-Ansatz bezeichnen, das tut auch Butler selber. Und insofern finde ich das also nicht sehr korrekt, wenn man von Gender so allgemein spricht. Man müsste den Queer-Ansatz hinterfragen, aber nicht den Gender-Ansatz. Das ist Punkt 1. Ja. Und selbst bei Butler geht es ja darum, zum Beispiel das Beispiel Transidentität. Da geht es darum, dass das eigentlich sehr ein gutes Beispiel für Edith Steins Konzept ist von Leib und Seele. Weil hier eine Seele den Leib überformt. Ja. Das ist dieses klassische Bild von Anima, also dass die Seele den Körper überformt. Und das findet da auch tatsächlich statt. Also Sie sprechen ja selber von dieser Verwobenheit. Ja. Ja? Und in dem Sinne, und dass eigentlich die Seele das Vorrangige ist.
in allen Konzepten, auch Ja. bei Thomas und wo auch immer. Ja. Und da ist es eben so, dass da eine männliche Seele in einem weiblichen Körper ist. Sind Sie Ich meine, Sie brauchen durch mit Ihrem Konzept? Ja. Also ich würde gerne was dazu sagen, weil ich das sehe ich nicht so, ja. Ja, ich war glaub, so. das ist nicht so Okay, schlimm. also die Trennung ist klar, wobei die normalen Gender Mainstreaming versuchen eben über solche Gleichstellungskonzepte abzulaufen. Also also die normalen. Geschlechtergerechtigkeit. Ja. Genau. Wobei ich da sagen würde, dazu brauche ich das Wort Gender nicht. Ne? Also dazu haben wir juristische und nein, aber dazu brauche ich es nicht. Also es ist schon die Frage, ob es ein bestimmter Trick ist, dass ich hier sozusagen die legitime und klassische Form von Gleichstellung jetzt bereits mit einem Begriff besetze, der im Kern anderes transportiert. Das behaupte ich. Im Kern anderes transportiert. Ja? Aber gut, wir haben Gleichstellungsbeauftragte seit den 70er Jahren, da gab es noch nie eine Butler. Ja? Und Gleichstellung ist, glaube ich, gar nicht mehr das. Okay. Aber das ist geschenkt. Das Zweite ist aber die Seele vorrangig. Ich glaube, dass man das gerade nicht sagen kann und Thomas wird es auch gar nicht sagen. Sondern die Frage ist eher, wie weit sind, jetzt nochmal, das Modell von Edith Stein ist zwischen Seele und Leib eine Form von Zueinanderfinden, eindeutig. Da ist eine Bewegung drin. Das ist das Einzige, was in der Idee von Butler tatsächlich richtig ist, dass wir nicht einfach in einen Leib, sozusagen, also eine gusseiserne Vorgabe haben. Das ist ja Käse. Dazu brauche ich auch Butler übrigens gar nicht. Es ist klar, dass wir als Menschen in der Gestaltung unseres Daseins sind. Aber was ich glaube, bei ihr daneben geht, ist, dass die männliche Seele im weiblichen Leib, das müsste man überhaupt erstmal zeigen. Wieso komme ich zu einer männlichen Seele? Verstehen Sie, wieso habe ich jetzt in meiner Seele plötzlich definitorische, biologische Qualitäten? Weiß ich nicht. Also das ist eine Unterstellung. Seele hat überhaupt keine biologischen Momente in dem Sinne, sondern die ist nochmal, im Wesen ist es ein konzertantes Unternehmen, aber kein oppositionelles Unternehmen. Ich kann nachvollziehen, dass ich kenne jemanden, der auch sagt, hat sich jetzt etc., also es wurde eine Frau. Übrigens sehr viel mehr Transformationen von Männern zu Frauen, erstaunlicherweise. Ja, dreimal so viel. Ja, und übrigens jeder Vierte wünscht zurückzukehren, neuerdings. Wir machen in Erlangen, wo ich herkomme, diese Transformationen und der Sexologe, der die Gutachten sagt, also es ist ihm unheimlich, weil 1/4 seiner Gutachten falsch sind. Schlechthin falsch. Er kann sich nur auf die Aussagen der Betroffenen stützen und die wollen dann auf einmal nicht mehr, es geht aber nicht mehr, operieren können sie nur einmal. Das heißt, diese ganze Empfindungsebene ist zu unscharf, um jetzt wirklich als elementares Argument eingebracht zu werden. Warum, wenn ich hormonell, genetisch definiert bin ich ja letztlich. Was heißt es, dass ich mich gestalte? Heißt ja nicht, dass ich mich gegen meine Grundoptionen gestalten. Was ist das für ein Gedanke? Wissen Sie, ich finde das so schön, wie Sie Phänomenologie beschreiben, dass Ja. man sozusagen wirklich beschreibt und hinschaut und vorurteilslos. Ja. Und ich habe unlängst einen wunderbaren Film vom Schweizer Fernsehen gesehen, wo wirklich ein Bär von einem Mann, ein Familienvater, hat 3 Kinder und hat sich 3-mal schon umbringen wollen. Sein Sohn hat ihn immer wieder gerettet, bis er dann den Weg gegangen ist, dass er endlich seine Weiblichkeit leben kann. Der hat einen Riesenkörper, aber wenn man sieht, der hat eine weibliche Ausstrahlung, also es ist einfach spürbar. Ja? Und der hat das dann ermöglicht bekommen und hat dann sogar einen Partner gefunden, der total glücklich mit ihm ist. Aber man muss diese Menschen, man muss es mal zulassen, im Sinne von Edith Stein, von der Phänomenologie, mal hinzuschauen, vorurteilslos. Das heißt wirklich ein Mensch, der so unglücklich war, 3-mal sich umgebracht hat, fast. Ja. Warten Sie mal ein bisschen. In einem Leben lebt, genau das wo Problem. er zufrieden ist, dann gibt man doch dem einmal die Chance, ihm einfach mal zuzuschauen, wie er lebt, ohne Vorurteile, das zu beschreiben und sich anzuschauen. Vielleicht ist es Vorurteil, dass er glücklich ist, verstehen Sie? Ich will mal Folgendes sagen, Sie können keine Momentaufnahme... mit jemandem zusammenleben. Nein, Momentaufnahmen gehen hier nicht. Also das heißt, schon, dass er mit einem Partner glücklich ist. Es gibt keine Sexualität, die hier glücklich macht, weil es nicht geht. Das ist ganz einfach. Sie können sich 10-mal operieren, geht gar nicht, Sie können nur einmal operieren lassen. Es wird kein Glück, dass... der überhaupt operieren hat lassen.
Muss er ja gar nicht. Ja, dann braucht er ja gar nicht. Ich meine, dann, verstehen Sie, jetzt wäre meine Gegenfrage jetzt nochmal vorurteilslos, warum lebt er nicht seine Weiblichkeit in seinem Körper? Ja, tut er ja. Nein, Jetzt ist er warum muss er endlich- jetzt plötzlich eine Frau heißen und muss er kann doch als Mann jetzt seine weiblichen Qualitäten auch leben, ja? Ja, aber das ist ja genau der Unterschied, dass er eben eine Frau sein möchte. Also ist das ja eine Bestätigung. Nein, ich meine jetzt der Folgendes. Zweigeschlechtlichkeit. Also jetzt bleiben wir mal beim Thema, das heißt, ich würde jetzt gerne aber auch dann zumachen, das heißt, ein Mann, wir kennen die berühmten Glockenkurven, ne? Das heißt, viele Männer haben weibliche Anteile, Frauen haben männliche Anteile, die lebe ich halt. Ich bin wahrscheinlich auch eher also in manchen Punkten männlich. Aber ich würde nie dran denken, Otto zu heißen, verstehen Sie? Ich würde auch nie dran denken, zu sagen, also Eine ich männliche Identität haben. nein, ich will keine männliche Identität. Ich auch. Wieso denn? Ja. Nein, aber selbst wenn ich männlich orientiert wäre, warum soll ich mich denn überhaupt ändern? Ich verstehe den Zwang nicht, der da drin steht, zu sagen, andere, ich setze ja nicht mich unter Zwang. Ich setze meine Kinder unter Zwang. Jetzt haben sie eine Mutter mehr, jetzt haben sie 2 Mütter vielleicht. Verstehen Sie, ich bin ja nicht Ihnen ist solo. lieber, dass man sich umbringt. Naja, aber Das ist die doch keine Lösung Alternative. war ja, dass er sich umbringt. Ich würde gerade sagen, dass er sich nicht umbringt und dass er genau in der Therapie dahin geführt wird, dass er sich als weiblicher Mann fühlt. Das ist doch wunderbar. Aber er braucht ja nicht die anderen zwingen, eine Identität plötzlich auszutauschen, die gefühlsmäßig auch wahnsinnig. Es belastet dann natürlich andere Menschen mit seiner Identität. Okay, versteht. Die anderen sind belastet. Das Ja ist klar, das Problem. ja klar sind sie belastet. Darf ich mal, wir gehen mal zum Schluss, vielleicht ist für Sie die. Ich habe etwas, was ich mit Butler belege. Man kann die Leute mit sich selber belegen. Die Butler ist klug, deswegen kann man sie lesen. Lesen Sie sie, denn die anderen brauchen sie nicht lesen. Aber Butler kann man lesen. Übrigens schwierig. Also ich finde sie sprachlich nicht gut, aber wurscht. Butler wird sagen, dass sie lebt als Lesbierin, jetzt kommen ja natürlich die sexuellen Qualitäten noch dazu. Butler wird sagen, dass der homosexuelle Akt nichts anderes ist als die Nachahmung des heterosexuellen Aktes. Phänomenal, vollständig zutreffend. Ich kann nicht 2 Männer aufeinandertreffen lassen, wenn nicht einer die Frau nachbaut. Ja. Schwierig, übrigens genauso schwierig wie die OP, weil ich nie an das komme, was die Natur von sich her dargestellt hat. Ich kann genauso wenig 2 Frauen, da gehört ein Butler dazu, das weiß sie, aufeinandertreffen lassen, weil da nichts funktioniert. Das heißt, irgendwie muss die männliche Qualität durch Ersatz nachgebaut werden. Das ist bei Butler ein Selbsteinwand, an dem sie relativ schwer trägt, weil sie sagt, ich bin in meiner Leibhaftigkeit, in der ich meine Geschlechtlichkeit lebe, offensichtlich nicht original. Sie nennt es eine Copy. Ich bin eine Copy von etwas, was ich eigentlich gar nicht mag. Ich finde es phänomenal toll, weil sie anerkennt, dass sie von ihrem Leib her nicht alles kann. Das heißt, die Grenze ihrer Selbstgestaltung liegt einfach in der Faktizität ihrer Geschlechtlichkeit. Und jetzt fügt sie hinzu und jetzt wird sie unredlich. Und das ist das Interessante. Jetzt sagt sie auch, der heterosexuelle Akt ist eine Kopie von etwas, von dem wir keine Ahnung haben. Das ist jetzt Blödsinn einfach. Welcher Text ist das? Gender Trouble. Ich habe das mal gelesen, völlig überlesen. Ich kann es Ihnen aber wörtlich sagen. Ich kann es Ihnen auch nachweisen. Ich habe es im Computer, habe es einen Stock höher. Ich gebe es Ihnen. Aber sehr gerne, ich gebe es Ihnen. Ich schicke wieder nach. Ja, wirklich gerne. Und zwar deswegen, weil wir hier genau an das... Wäre sie weniger ehrlich, hätte sie es nicht gesagt. Ja? Aber im zweiten Satz versucht sie jetzt daraus nochmal irgendwas zu gewinnen. Nämlich genau das, dass sie gegen ihr Geschlecht trotzdem an kann, weil natürlich auch nochmal Schloss und Schlüssel, die ineinander passen, sind eigentlich auch nur eine Nachahmung von etwas, von dem wir eigentlich nicht wissen, was es ist. Jetzt wird sie flau. Nicht flau ist sie an der Behauptung, dass 2 Schlüssel nicht zueinander passen und 2 Schlösser auch nicht. Das hat sie drauf. Da ist sie eher redlich und beim anderen versucht sie irgendwie durchzulavieren. Ja? Der langen Rede endgültiger Sinn. Leib ist Begrenzung. Und zwar nochmal auch, nicht nur innerhalb meiner Gestaltetheit, sondern vor allem auch in dem, was wir natürlich jetzt in diesem definitiven Sinn als Körper haben, nämlich Genetik, Hormonologie, was können alle noch dazu, also meine Gehirnstruktur ist schon mal anders als beim Mann. Das ist keine Fessel,
Da würden wir teilweise übereinstimmen. Das ist auch nochmal Gestaltung, das muss ich mit der Seele her auch erarbeiten, gestalten. Aber die Seele wird nicht umschreiben. Der schöne Satz heißt, gestalten heißt immer etwas gestalten, aber nicht nichts, wo nicht da ist. Und dieses Etwas ist etwas, was mich herausfordert. Das ist genau das, mit dem ich arbeite. Aber ich arbeite nicht dagegen und ich arbeite auch nicht, als hätte es von sich ja keine Sprache. Also mein tiefer Einwand gegen die harte Gender-Theorie heißt, dass sie den Leib zum Verstummen bringt. Das ist mein Einwand. Ich meine, dass das genau umgekehrt ist. Ja, dann müssen wir uns jetzt länger über die Phänomene noch unterhalten. Eine Selbstwahrnehmung erst möglich wird jetzt. Wieso stimmt aber die Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung nicht überein? Das ist was anderes. Nein, das ist aber die Frage. Hätten wir 2 Äpfel, würden wir uns über 2 Äpfel verständigen können. Aber ich kann mich nicht verständigen mit jemandem, der sagt, er ist eine Frau, schaut und ist aber ein Mann. Das kann ich mich nicht verständigen. Da hört Kommunikation auf. Ich kann nur sagen, das empfinden Sie so, aber phänomenal, tut mir leid, wo haben wir denn die Berufung? Ja? Ich weiß, dass das jetzt nicht ausdiskutiert wird, vor allem, weil wir beide nicht wollen, verstehen Sie? Aber was viel spannender ist, bei Edith Stein ist etwas sehr spannend, dass sie eine Doppelspezies Mensch annimmt. Ja. Und da hätte ich gerne gewusst von Ihnen, sie entwickelt das philosophisch Ja. überhaupt nicht weiter aus. Sie postuliert es. Ja, Das war's. aber das Genus ist trotzdem also das Genus gilt für beide gleich. Ne? Die Menschlichkeit ist klar. Wir haben eine Doppelspezies, die haben wir ja grundsätzlich auch wir haben auch Rehe und Hirsche, das ist auch eine Doppelspezies. Ja? Die Doppelspezies ist grundsätzlich Aber ontologisch gegeben. bieten Sie an, im Sinne der ontologischen, aristotelischen Ontologie, Fundamentalontologie. Ja, weil der Begriff Spezies und Genus ohnehin aristotelisch ist. Also wenn man rausgeht aus der Terminologie, braucht man die beiden nicht. Aber wenn ich drin bin, bin ich erstmal aristotelisch. Ja? Aber das ist ja nicht ein Negativum, sondern das Überwölbende der beiden Spezies ist ja die gemeinsame Genusqualität. Ja, aber weder Aristoteles noch Thomas hat das gemacht, weil das einfach die gesamte abendländische Philosophie neu schreiben müsste. Ich weiß nicht, worauf Sie jetzt raus wollen. Wenn ich die Ontologie, die formale Ontologie quasi geschlechtlich dopple, in die Hälfte schneide und neu generiere, als Doppelspezies Mensch, müsste ich das ja. Ja, wieso hat das Edith Stein gemacht? Ja, wenn sie sagt, es gibt... Ja, aber das schreibt sie ja mit. Also ich meine, das ist ja nicht ihre Idee. Das stimmt doch nicht. Das ist noch nicht Edith Stein im Sinne der Initiative einer solchen Idee. Oh, ich schicke sie. Ja, da wäre ich jetzt dankbar, weil der Speziesgedanke ist grundsätzlich natürlich ein Unterscheidungsgedanke und der läuft quer durch die ganze Anthropologie mit. Ist doch klar. Der läuft überhaupt biologisch mit. Wir haben im Augenblick, wo Sexualität auftritt, haben wir Doppelspezies. Genau, aber in der Philosophiegeschichte taucht die Sexualität erst bei Edith Stein auf. Oder das ist doch jetzt wieder völlig wurscht. Also wann die auftaucht, die Leibphänomenologie taucht auch erst um 1910 auf. Das heißt aber doch nicht, dass sie damit etwas in diesem Sinne Neues inszeniert, sondern sie hat von der Methodik her, greift sie auf sämtliche vorangegangenen Bestände zurück. Verstehen Sie? Vielleicht wird übermorgen eine neue Idee entdeckt. Deswegen kann ich die trotzdem mit Aristoteles beschreiben. Das ist doch überhaupt kein Problem. Die Frage der Methodik ist nicht eine, die ich jetzt heute neu initiiere, sondern ich habe neue Bestände, aber ich kann sie thomasisch angehen, etc. etc. Ja? Und Phänomenologie ist eine sehr intelligente Methode, weil sie in der Tat zunächst mal versucht über ein Hinsehen zu artikulieren. Man muss allerdings einschränken, und damit jetzt wirklich fast am Ende, wir haben Phänomene, die wir nicht sehen. Das ist ja genau nochmal der Punkt, dass wir Erscheinungsgestalten haben, die wir eigentlich gar nicht... Einen Duft sehe ich nicht, verstehen Sie? Also die Differenzierung läuft ja auch schon auf der Ebene, wo wir die reine Dingwelt, also die reine Sinnenwelt gar nicht mehr über das Auge, auch nicht mehr über die Hand explizieren. Und von daher muss die Methode immer intensiver gefasst werden. Aber nochmal, ich stelle mir einfach eine Gegenfrage, warum eigentlich? Warum eigentlich gegen meinen Leib optieren? Die eigentliche therapeutische Qualität, wenn der Text eine Therapie hat, heißt ja, mich mit meinem Leibe zu befreunden. Genau. Befreunden. Um das geht's ja. Aber befreunden heißt ja nicht ihn ändern müssen, heißt ja nicht ihn letzten Endes nochmal in Kategorien bringen, die ihm zunächst mal nicht genehm sind. Annehmen. Ja, annehmen heißt gleichzeitig auch herausfordern, aber es heißt ja nicht ihn grundsätzlich
gewissermaßen in eine andere Lebensform transponieren. Das kann ich nicht sehen. Ich würde überhaupt sagen, wenn man das mal angeht, könnte man auch mal fragen, also dieser Sexologe, der diese Gutachten macht, sagt, meistens liegt das Problem überhaupt nicht in der Frage des anderen Geschlechtes, sonst bräuchte ich auch nicht mehr zurück, ja? Sondern liegt in der Frage von Bindungen, die nicht gelingen. Das heißt, auf einer ganz anderen Ebene der Frage. Also nicht die Frage, ob ich im falschen Leib bin, sondern die Frage, ist meine Sexualität erfüllend oder bin ich ohnehin stärker homo-orientiert oder anders orientiert. Das heißt, die Frage ist gar nicht so einlinig im Sinne, bin ich im falschen Körper. Warum gelingen meine Beziehungen nicht? Warum bin ich isoliert? Warum verabscheue ich mich selber? Das gibt es ja ganz grauenhafte Vorstellungen. Ja? Die sind aber mit einer Transformation meines Leibes nicht beantwortet. Wir können noch ewig weitermachen. Darf ich Ihnen noch mal etwas vorschlagen? Die Worte Inkarnation und Dekarnation sind sehr viel wichtiger, als wir glauben. Ich bin mehr denn je überzeugt, je mehr wir das Christentum verlassen, das sind am besten Wege dazu, desto mehr unterschreiten wir einen Standard, den wir eigentlich mal gewonnen hatten. Wir unterschreiten ihn, weil wir ihn nicht verstanden haben. Deswegen müssen wir es ganz mühsam nachlernen, da gehen aber mehrere Generationen wahrscheinlich dazwischen. Sehr schwere Wege. Sehr schwere Wege. Gender ist ein Versuch, dem Weg auszuweichen, indem ich mechanische Prozesse einführe. Hormonelle Veränderungen etc. etc. Cui bono, frage ich mich. Macht. Ja, Macht, das will ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass es wirklich seelische Irritationen sind. Enorme seelische Irritationen. Gut, aber Sie kriegen noch die Butler. Die Stelle.